Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Der Meister aller Klassen, ihr wisst ja Bescheid. Ihr habt's ja im Intro schon entnommen. Ja, Meister. Und zwar machen wir heute richtig schönes kaputtes Glas. Gesprungenes Glas. Ein Mix aus beidem, ich habe extra beides reingenommen für euch. Genau, der liebe Christopher hat nämlich angefragt und hat gesagt, hey, wie würdest du das brushen? Könntest du da nicht mal ein Tutorial raushauen? Das würde mich mega interessieren und ich finde es auch mega spannend und habe mir gedacht, dann mache ich das doch mal und habe das jetzt mal rausgehauen. Schaut es euch einfach mal an. Das sieht eigentlich sehr cool aus, finde ich. Das ist sehr schön plastisch geworden und ich fand das eigentlich ganz cool, das Glas auch mit diesen Querverbrüchen zu machen, damit es schöne Tiefe kriegt. Da sieht man nämlich einfach, wie dick das Glas ist. Ist natürlich mehr Aufwand, weil es sich mehr spiegelt etc. Aber ich wollte es nicht zu einfach machen. Also hätte ich jetzt, sage ich mal, nur so ein Loch gemacht und Risse, das kann man natürlich auch machen. Und wenn man es nicht besser kann, sollte man es natürlich auch so machen. Aber ich wollte euch ein bisschen mehr geben, mit dem ihr mehr anfangen könnt. Und zudem habe ich einmal das Glas eigentlich so gestaltet, dass es eigentlich nur springt und nicht zerbricht. Das ist so der ganze untere Teil, den könnt ihr dann auch gegebenenfalls komplett so machen, wenn ihr das nur wollt. Und oben habe ich extra die Scherben mit dem Loch gelassen, damit einfach ihr zwei verschiedene Möglichkeiten habt, sowas anzuwenden. Wenn ihr zum Beispiel nur ringsrum irgendwie die Zacken haben wollt, dann könnt ihr das nur so machen. Oder wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Fenster habt oder so und das soll einfach nur gesprungen sein, aber nicht zerbrochen, dann also nicht auseinandergefallen, dann könnt ihr das komplett so machen wie im unteren Teil des Bildes. Da habe ich extra darauf geachtet, dass ihr einfach zwei verschiedene Techniken an der Hand habt. Aber das erkläre ich dann nachher noch im Tutorial dann noch und dann passt das. Das Tutorial geht heute mal wieder komplett schön durch, ein am Stück, dann ist das gleich einmal durch, dann machen wir wieder mal ein paar kurze Sachen. Und ja, ich finde es sehr cool. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war streckenweise auch gar nicht so einfach. Da muss man einfach gut darauf achten, dass man nicht zu viel, nicht zu wenig Farbe nimmt, dass man die Orientierung nicht verliert. Aber das werde ich euch auch alles genau im Tutorial erklären, wie ihr am besten zu Rande kommt, damit das am Ende des Tages auch so schön aussieht und ihr das dann auch für euer Technikrepertoire mit aufnehmen könnt und dann habt ihr einfach mehr davon. Also sehr cooles Bild. Hat mir richtig Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Und ja, was mir auch noch Spaß macht, das seid ihr. Unterstützt mich gerne, wollte ich noch sagen. Unterstützt mich gerne, schaut in die Infobox rein, da findet ihr meinen Merchant-Shop, da findet ihr PayPal, da könnt ihr gerne Spende da lassen oder ein Ovolus, wenn ihr möchtet. Kein Muss, aber nice to have. Und da findet ihr auch Airbrush for You, die Seiten etc., mein ganzes Equipment. Also da schaut da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Und die Frage habe ich jetzt öfters bekommen, wie komme ich denn in diese schönen Abspann hier rein, den ich jetzt hier schön durchlaufen lasse für die ganzen Supporter. Das sind die Leute, die eine Spende da lassen bei PayPal, weil dann habe ich auch die Namen, dann kann ich das auch reinpacken und dann verewigt ihr euch in den Abspann. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne machen, ist natürlich auch für mich wieder ein nice to have. Und vielen Dank an die Leute, die da schon fleißig am Spenden waren. Und genau. Und ansonsten, wenn ihr noch einen guten Airbrush-Partner sucht, schaut gerne auch bei Airbrush for You, bei meinem neuen Partner vorbei. Die sind eigentlich ganz cool, habe ich ja schon bei den anderen Reviews ausgiebig darüber gesprochen. Aber wenn ihr da einen fairen Partner sucht mit gutem Service und guten Preisen, schaut da gerne mal rein. Auch das in der Infobox drin, also einfach mal reingucken, wenn es euch interessiert. Und dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein Glas kaputt. So, ihr Lieben, da sind wir am Maltisch und wir haben jetzt hier einen schönen weißen Leinwandkarton und ihr seht schon, wir sprühen jetzt hier mit den Basistönen von Airbrush Color for You eben den Hintergrund mit hellblau, dunkelblau und den zwei Tönen und nachher noch einem Grün. Und wenn wir natürlich viel rumnebeln, dann ist ja klar, Maske auf und Absaugung an.
dann können wir das präventiv alles machen, das Beste machen, was wir für die Gesundheit tun können, weil wenn wir jetzt doch mehr brushen oder ich halt jetzt mehr mit mehr Abstand, mehr layern, dann nebelt es dann doch mal hier und da ein bisschen mehr rum, deswegen mache ich das immer ganz gerne. Tut euch auch einen Gefallen und macht es einfach auch. Dann dankt euch eure Lunge. Genau, und wir machen da jetzt eigentlich nur als allererstes den verschwommenen Hintergrund. Wir machen den Hintergrund schön, dass der eben einfach schön verschwommen aussieht und das nehmen wir dann als Hintergrund. Ich meine, ich habe ja schon in mehreren Tutorials gesagt, wir müssen nicht immer eine schwarze Leinwand oder nur weiße nehmen, wir können auch gerne mal eine farbige nehmen, damit es auch einfach nach ein bisschen was aussieht. Hier verstärkt es einfach auch noch den Effekt und die Spiegelung etc. und deswegen machen wir das. Das werde ich jetzt aber mal kurz in Zeitraffer verpacken, weil das ist jetzt nicht wirklich interessant, ehrlich gesagt. Und wenn ihr wissen wollt, wie man so einen unscharfen Hintergrund macht, den habe ich bei dem grünen Blatt schon mit drin. Da läuft er in Echtzeit, da könnt ihr euch gerne dann genauer anschauen. Aber hier beschleunigen wir das Tutorial heute nicht allzu lang wird. Und so speeden wir das jetzt mal hier schön ab, damit das einmal schnell durchfetzt. Wichtig ist halt einfach nur schön weit weg vom Untergrund bleiben, damit es einfach schöne Farbverläufe ergibt. Das ist eigentlich, glaube ich, mit das Wichtigste. Und dann einfach ein bisschen Variation mit den Farben reinbringen etc. Hier habe ich natürlich ein bisschen Hintergrund genommen, ein bisschen den Asphalt, so ein bisschen einen Ansatz von der Wiese mit ein bisschen Grün und natürlich den Himmel und einfach so ein bisschen, aber schön alles von der Ferne. Dann habt ihr da gar keine Probleme, könnt wunderbar verschwommene bzw. unschärfen Effekt erzeugen und das recht einfach und simpel. Und ich finde immer, das ist ganz cool, das ist ein cooler Effekt, wenn man dann, beziehungsweise der Effekt hebt eigentlich dann nachher einfach nur das, was sich im Vordergrund nachher abspielt, was decken, ist einfach noch so viel mehr ab. Der hebt es so hoch, dass es dann halt schon richtig, richtig klasse. Und da haben wir dann relativ schnell eigentlich einen sehr ansprechenden, coolen Hintergrund und ja, mal nicht nur schwarz oder nicht nur weiß. Also wie gesagt, verstärkt einfach nochmal das Glas und der Baum halt natürlich dann auch ein bisschen die Farben nachher ins Glas ein und sorgen dafür, dass das halt auch so ein bisschen mit rein reflektiert wird und dann ist das eigentlich schon eine ganz runde und coole Sache und ja, dann ist es einfach viel, viel stimmiger und das hat auch schon richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen für alle Bilder. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen. Und dann passt das nämlich super. Und genau, da haben die Color for Use wieder ihren Job gut gemacht. Und das hat also soweit eigentlich alles gepasst. Und dann würde ich sagen, sind wir nämlich auch gleich durch. Und ich zeichne hier bewusst auf der Leinwand nicht viel vor, damit ich einfach hier nachher nicht die Striche drin habe, weil das sehr schnell auffällt. Beim Glas muss es halt einfach passen und deswegen habe ich es hier sehr, sehr sachte, ihr seht es, schon vorgezeichnet, aber wirklich nur sehr, sehr dezent. Und wie wir sehen, arbeite ich jetzt hier wieder mit der Evolution Silverline, weil meine schöne AL Plus aktuell ja noch kaputt ist. Da ist der Körper kaputt gegangen. Und ja, Airbrush for You habe ich schon eine neue bestellt, die ist schon auf dem Weg, ist aber gerade ausverkauft. Das ist auch ein Pech. Kommt das Ding da erst in 2 Wochen, deswegen habe ich hier nur beide Evolutions am Start. Ja, benutze ich für Weiß gar nicht so gerne. Da habe ich dann schon eher die AL Plus genommen, weil die einfach ein bisschen feiner ist, ein bisschen besser. Und die ist da schon ein bisschen grobschlächtiger. Da hatte ich dann schon so ein bisschen nachher, ja, meine Problemchen, wenn ich dann doch sehr nah dran gegangen bin, dass es mir doch öfters abgehauen ist, als ich das wollte. Und ja, umso besser, dass ich bald Geburtstag habe und mich selber beschenke. Mir einfach mal selber eine Airbrush schenkt. Also das sind immer die besten Geschenke. Genau, das werde ich nämlich machen. Da habe ich mal meine 4 Stück und dann kommen irgendwann noch ein paar mehr dazu, vor allem wenn ich euch ein paar vorstelle. Dann wird das sicher noch ein Fest. Und was ihr jetzt in der Mitte seht, dieses obere Teil, das ist wirklich die Mitte des Bildes. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist das Kernstück. Von dem aus arbeiten wir in alle Richtungen. Also das ist die Einschlagstelle. Die ist wichtig, da müsst ihr euch immer dran halten an dem Dreh- und Angelpunkt.
und von da aus eben die Linien ziehen, damit nachher das wirklich auch sinnhaft fürs Auge ist und von der Logik her passt. Also da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Das war mein Mittelpunkt. Und wenn ihr das komplett durchziehen wollt, wie im unteren Teil, könnt ihr das einfach ringsrum weitermachen. Dann habt ihr quasi da den Einschlag und dann das gesprungene Glas ringsrum. Oder ihr macht es eben so wie ich und macht da ein freies Loch. Aber das ist wirklich, wie ihr das möchtet. Und da habt ihr dann eigentlich verschiedene Techniken am Start. Und könnt das dann eben machen, wie ihr wollt. Was jetzt hier halt wichtig ist, ist so eine gewisse Dreidimensionalität reinzubringen. Und das schaffen wir eben, indem wir hier so einen leichten zweiten Rand ziehen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen die Dicke vom Glas. Das ist eigentlich mit das Wichtigste, das halt sinnvoll mit einzuarbeiten. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass das einfach nicht zu schnell zu viel ist oder zu wenig. Aber natürlich lieber zu wenig. Also arbeitet lieber ein bisschen sachte. In dem Fall hier in dem Tutorial, bevor ihr nachher zu viel Weiß gebt oder so, dann kann das schnell nach hinten losgehen. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, dass ihr da ein bisschen behutsamer schafft und das eben eher etwas behutsamer angeht, weil den Hintergrund können wir nachher natürlich nicht mehr groß verändern, beziehungsweise dann haben wir es einfach, dann ist der Effekt für den Hintergrund eigentlich verloren. Wenn wir dann viel mehr dran machen und dann wieder mit Weiß und wieder hin und her, dann kann es schnell nicht mehr ganz so geil aussehen. Also das ist schon eher anspruchsvoll, aber mit Spucke und Geduld und mit einer guten Zen-Mäßigkeit auf jeden Fall auch zu schaffen. Also, aber wie gesagt, macht da lieber einen Ticken langsamer und dann wird es auch mit dem Nachbar, gell? Und ja, jetzt machen wir erstmal so ein paar Querverläufe. Eigentlich jeder Strich ist hat so eine Doppelwand, fast jeder. Und dann sieht das halt dann gleich so dreidimensional aus. Ja, ich werde ab der Mitte irgendwann, da geht es dann mal ein bisschen verloren, da muss ich es nochmal nachschaffen, aber wenn ihr so im Kern erstmal durchgeht, dann habt ihr schon mal eine gute Basis und wie ihr seht, bin ich da jetzt auch sehr, sehr vorsichtig und schaffe mich da vorsichtig ran, damit es einfach auch passt, damit es einfach passt. Und ja, das war gar nicht so einfach generell. Und wie gesagt, die AL Plus, die Evus nehme ich da gar nicht so gerne fürs Weiß, sondern da ist eigentlich immer meine AL Plus am Start. War jetzt hier nochmal so ein bisschen ärgerlich. Aber es funktioniert, am Ende des Tages funktioniert es ja doch irgendwie immer und es muss am Ende des Tages ein gutes Bild bei rumkommen, dann bin ich auch zufrieden. So. Ja, und so schaffen wir uns jetzt dann mal durch. Hier kommen schon die ersten Querverbindungen. Diese Querstriche ist eigentlich der Bruch quer im Glas und der zeigt aber dann auch gleich an, wie dick das Glas ist. Das ist ganz wichtig, dass das stimmig und sinnvoll eingearbeitet wird. Also diese Querbrüche machen das Ganze nochmal deutlich authentischer und echter. Also man kann die auch weglassen, wenn sie einem nicht gefallen oder wenn es einem zu schwierig ist, kann man die auch noch weglassen. Habt ihr immer noch ein cooles Bild, wenn ihr nur die Querbrüche nimmt, aber wenn ihr das jetzt die vertikalen, dann passt das auch, aber die horizontalen, finde ich, machen das Ganze noch viel, viel runder. Das kann man schon machen. Hat halt nochmal ein bisschen besseren Effekt, aber wie gesagt, Schwierigkeitsgrad halber könnt ihr die sonst auch gerne weglassen. Ich fand es halt nochmal richtig cool. Macht das Ganze nochmal deutlich runder und ja, einfach authentischer, aber da muss man halt immer ungefähr die gleiche Dicke im Auge behalten, damit das auch einfach stimmig ist und sinnig. So, Dalle, da sind wir wieder zurück hier. Also ich, ihr nicht, ihr seid immer noch da. Aber für mich neuer Tag, neues Glück. Verspreche ich mich hier schon wieder. Sagenhaft. Genau. Ach ja, hier. Gestern keine Zeit mehr, musste ich hier prompt aufhören. Jetzt mache ich halt ein paar Tage später weiter. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich vorher hier gequatscht habe, aber im schlimmsten Fall wiederhole ich mich. Aber ist ja nicht so wild.
So, wo sind wir denn hier gerade? Wir machen hier schön die doppelten Linien. Ja, die doppelten Linien, die gehen nachher ein bisschen verloren, dann hole ich sie wieder zurück. Also da keine Sorge. Und natürlich habe ich jetzt hier nur mit den 2 Evos gearbeitet. Habe ich glaube ich schon erzählt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Die andere ist ja kaputt und ja, ich weiß nicht, die sind nicht schlecht, aber die sind halt eher so universell einsetzbar. Das merkt man hier, finde ich jetzt, wo ich dann schön mit dem Weiß Detailarbeit mache, wo ich schön verdünnt habe, dass die nicht, ja, da nicht ganz so geeignet für sind. Dann lieber doch die CR-Reihe oder mal was ganz Neues, aber wie gesagt, da beschenke ich mich, glaube ich, zu Weihnachten, sage ich schon, zu meinem Geburtstag einfach selbst. Und dann wird das schon passen. So, jetzt mal einen schönen Schluck aus meinem Käffchen hier. Genau, und wir arbeiten immer noch hier schön zur Mitte hin. Wie gesagt, die Mitte ist unser Ankerpunkt. Wenn ihr das nicht so im Kopf rausarbeiten könnt mit der Mitte oder halt die Striche, dann könnt ihr euch da auch einfach einen Punkt setzen und dann mal mit dem Lineal grob in alle Richtungen einen Strich entlang ziehen. Habt ihr so eine grobe Richtung, wo ihr entlang fahren könnt. Aber nur als grobe Richtlinie, aber dann, wie gesagt, hier das Zerbrochene muss natürlich schön kantig und unscharf sein. Das sollte natürlich hier nicht so geradlinig sein. Und dann passt das natürlich dann auch ganz gut. Und ja, ich bin doch ganz froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Wenn ich mir das Endprodukt anschaue, das sieht da schon ziemlich cool aus und kann man auf jeden Fall lassen. Und ist doch, ja, es ist schon schwer, aber es ist auch machbar mit viel Geduld und Spucke. Und jetzt das zu einfach gemacht, hätte ich es zu einfach gemacht, dann wäre es irgendwie, ja, dann wäre es ein bisschen langweilig geworden, glaube ich. Dann wären wir auch, glaube ich, nach einer halben Stunde durch. Einfach nur ein Loch machen, so ein bisschen Kratzer und Risse, das ist ja ähnlich wie beim Einschussloch und dann ist das Ding fertig. Das ist irgendwie, ja, nicht so schön. Das kann man doch hier doch ein bisschen cooler einbauen. Vor allem sage ich eher dann mal, das untere ist eher ein bisschen hier schwieriger, der schwierigere Teil und oben das zerbrochene einzelne Glas, die Glasstücke, die sind dann schon ein bisschen einfacher zu handeln für euch. Wenn ihr dann doch das Glas so machen wollt, dann macht es einfach so. Wie oben halt mit den abgebrochenen freien Stellen, da könnt ihr besser die Ränder quasi arbeiten, quasi die Dreidimensionalität in die Brustscherbe reinbringen. Das ist dann doch deutlich einfacher zu machen als hier im Ganzen, wo es dann halt in sich bricht, ist es doch deutlich schwieriger, habe ich auf jeden Fall gemerkt. Vielleicht geht es euch da ja doch nicht so, dann habt ihr Glück, seid ihr ja schon gut dran. Und wie gesagt, da einfach mal reinschauen und dann immer so machen, wie es euch passt auf eurem Level. Das hat ja der Chaos-Nips ganz gut mal gezeigt, wie man das machen kann bei dem Schädel. Da hat er das einfach so gemacht, wie es für sich stimmig und schlüssig war und hat dann ein super Bild abgeliefert. Also einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ihr müsst euch ja nicht so faustformelmäßig hier dran halten. Das, so wie ich die Sachen mache, ist ja auch nur ein Serviervorschlag. Viele machen auch andere Sachen doch auch ganz arg anders und deswegen ist das ja hier nur, wie gesagt, der Serviervorschlag. Wie man es so schön kennt. Ja, und ich bin jetzt hier, ich sehe jetzt immer noch recht vorsichtig. Das wird sich dann zur Mitte hin ein bisschen ändern. Da habe ich dann ungefähr den Groove raus und ungefähr die Intensitäten und das, was ich brauche. Das hier ist jetzt fast schon eher noch ein Vorskizzieren für die ganzen Brustscherben, damit ich einmal weiß, wo sind die Linien, wo sind die Doppelkanten, wo sind die Zwischenverstrebungen und damit ich da einfach, wie gesagt, einmal einen groben Überblick habe, wo und wie und was das Ganze steht, damit ich da auch besser zurechtkomme. Und dann, wenn wir dann spätestens beim Einfärben sind, dann wechseln wir hier diesmal heute ein bisschen öfters zwischen Weiß und Farbe hin und her, weil ich da einfach ein bisschen mich auch langsam rangetastet habe, was die Tiefe der Farbe angeht und die Intensität. Da habe ich einfach auch ein bisschen rumexperimentiert. Und wie gesagt, so ein Glas habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht und dann ist es immer für mich mega spannend eigentlich. Weil so Projekte, wo ich einfach tendenziell einfach auch so ein Bild noch nicht gemacht habe mit solchen Reflexionen und so, ist für mich immer spannend, weil dann ist das wieder eine neue Herausforderung und
Also Porträts und so machen auf jeden Fall Spaß, sind auch ganz cool und so, aber wie gesagt, so solche Sachen, auf sowas würde ich jetzt per se nicht selber einfach brushen, aber wenn dann halt jemand sagt, hey, er will das unbedingt gerne machen, ob ich das mal nicht zeigen könnte, ist das natürlich dann ein guter Anreiz für mich, sowas zu machen und dann ist das halt irgendwie wieder cool und dann spannend und das ist eigentlich eine coole Sache und ja, ist aber halt immer eine Herausforderung, weil wie gesagt, sowas ist dann halt, ja, kann ich immer nicht ganz, ich wusste schon, dass auf jeden Fall nicht ganz so einfach sein wird mit Glas, aber ja, das kann man immer schlecht abschätzen, wie schwer wird es oder wie sieht es überhaupt nachher aus, also manchmal kann sowas ja auch mal ein Griff ins Klo werden, wie man so schön sagt. Auch ich habe noch solche Momente, wo Sachen richtig failen und dann ich dann einfach komplett neu anfangen muss, das ist auch schon zu Genüge passiert, deswegen ja, bin ich da immer auch vorsichtig optimistisch. Aber ich kann mit dem Endresultat kann ich gut leben, mir gefällt es sehr gut, wobei ich teilweise einfach, ja, ich bin mein größter Kritiker, das hatten wir letztens das Gespräch wieder mit Hardy und Chaos Nips, da sind wir alle relativ ähnlich. Das spornt natürlich immer dazu an, dass man immer besser wird oder immer sich noch mehr Mühe gibt, aber Fluch und Segen zugleich und hier war es eben ähnlich, da war ich nicht ganz so zufrieden mit mit der generellen Optik. Ich hätte es gerne noch ein bisschen realistischer gehabt, aber da haben dann alle auch gesagt, spinnst du eigentlich, das sieht doch mega aus. Lass das einfach so, das passt doch bombig und so und ja, meine Wahrnehmung war wieder eine andere, aber dann habe ich gesagt, gut Jungs, dann höre ich jetzt auf euch, dann passt das, dann bin ich auch zufrieden. Ja, manchmal muss man 5 Grad sein lassen. Ja, das Ding ist eigentlich eher, dann wird das Tutorial halt wieder zu lang. Es ist jetzt schon wieder relativ lang. Ich dachte so, ich kriege das in einer Stunde hin. Wie ich jetzt gesehen habe, ja, sind wir jetzt glaube ich bei einer Stunde 50 mit Opener oder Stunde 40 mit dem beschleunigten Vorderteil. Ja, wäre das jetzt noch in Echtzeit, wären wir glaube ich bei über 2 Stunden. Ja, ist jetzt sicher auch nicht schlimm oder so, aber ja, dann wäre das jetzt, hätte ich da noch mehr rumgemacht, dann wäre es wahrscheinlich nachher eher auf 2,5 rausgelaufen oder noch länger, keine Ahnung. Da kann ich ja immer rumfuhrwerken bis in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Das geht manchmal schon ganz gut. Aber hier hat mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen die Airbrush einfach limitiert. Da hier einfach irgendwann gemerkt habe, einfach mit denen geht es nicht mehr ganz so gut. Hier sind auch, ja, die sind auch die ältesten im Repertoire. Auch hier und da nicht mehr ganz so präzise einfach, weil die halt auch schon, glaube ich, 6, 7 Jahre alt sind. Ja, da sind sie zwar gut eingespielt, es ist wie so ein Pinsel, den man schon lange hat und hegt und pflegt. Dann habe ich tatsächlich auch einen für die Leinwände zum Bemalen. Und der ist halt, funktioniert halt mega. Also das ist schon, also die Sachen, wenn man gut mit denen umgeht und sie pflegt, dann sind die halt auch gut eingespielt und so. Aber für die ganz kleinen Details hier hätte ich da wahrscheinlich doch eine etwas kleinere Düse gebraucht und einen Adel für eher die 1,5er oder eine 1,8er oder so. Aber wie gesagt, da beschenke ich mich einfach mal selber und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Es sind immer die besten Geschenke, sage ich nur. Herrlich. Schöner Tee mit Zitrone, frischer, gepresster Zitrone. Ja, das haut rein. Geil. So. Ich hoffe, man hört das Hundegetapse nicht, weil der marschiert hier ständig auf und ab hinter mir. Der ist jetzt langsam alt. Der wird ja bald 12, echt. Der alte Sack. Und ja, der hat es nicht mehr so mit dem lange Liegen. Der liegt dann wieder 20 Minuten, dann steht er wieder auf, dann tapselt er wieder rum, dann fiebt er wieder und läuft wieder. Der ist eh schon verwöhnt. Mit dem gehe ich dreimal am Tag raus, wirklich. Und dann zweimal laufe ich die große Runde und einmal die kleine. Das heißt, die große Runde ist eine Dreiviertelstunde, die kleine ist so 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem. Und ja, wenn wir dann noch untertags auch noch spazieren gehen mit den Kindern, mit den Kids und allen, dann ist er noch ein 4. Mal draußen. Aber man merkt so langsam, das Bläsle und so macht nicht mal ganz so viel mit. Aber darf er den Ruhestand genießen. Ja, der denkt immer so, das tut immer so, als ob ich ihn vergessen werde, wenn es gerade ums Futter geht. Dann immer so, stupft er immer den Napf an, so, hey Kollege. Sag ich, ja, ich hab dich nicht vergessen, aber das gibt's nicht gleich morgens um 8.
Ist ja cool. Ja, ich hoffe, der macht jetzt mal noch ein bisschen. So lang wie es geht. So lang wie es vertretbar ist, sagen wir es mal so. Sodale. Tiere sind schon was Cooles. Also Hunde im Speziellen eigentlich echt. Wobei ich sagen muss, ich habe einen Border Collie für diejenigen, die es nicht wissen. Und der hart unendlich viel. Das ist was. Da gewöhnt man sich mit der Zeit schon dran. Das ist so extrem. Das kann so extrem. Jetzt gerade wieder Fellwechsel. Das ist so extrem. Also der hat, bevor wir den guten Tierstaubsauger von Dyson geholt haben, hat der, glaube ich, 3 Staubsauger geschrottet einfach, weil so viel Fell rumfliegt und so. Also keine Ahnung, ich striegel den einmal die Woche, aber der verliert Fell, also gäbe es keinen Morgen mehr. Wenn man dann 2 Tage nicht saugt, sieht es ja aus wie Armageddon. Das ist richtig crazy. Das ist schon das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, das ist nervig, ja. Abgesehen davon ist er ganz ein feiner, ganz ein braver. So, jetzt machen wir hier ein großes Stück. Ich finde, die Partie, die ich jetzt hier anlege und die dahinter, die sieht mit am untersten Teil, finde ich, mit am besten aus. Da sieht man am besten so die Dreidimensionalität in dem Glas. Hier eben dieser Querverbruch, da sieht man einfach die Dicke vom Glas, weil wenn das springt, dann springt das halt so, dass man das halt dann sieht, wenn eben dieser Querriss entsteht. Und ich finde, das ist mir wirklich mit am besten gelungen. So hätte ich es mir eigentlich für das komplette Bild gewünscht, mehr oder weniger einfach so ein bisschen. Ich kann es nicht genau beschreiben, an was es genau liegt, aber es sieht einfach noch einen Ticken realistischer und klarer aus. Keine Ahnung, warum das so ist oder ob nur mein Empfinden das so ist, aber mir gefällt die Partie dann dort am besten. Aber da braucht man, glaube ich, noch ein Weilchen, bis wir hinkommen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal gechillt weiter und dann schauen wir einfach mal, wo wir am Ende des Tages hier so hinkommen. Und ja, wie ihr seht, hier schön alles in Echtzeit. Man kann, wenn man geübt ist und die Sachen laufen, kann man schon schnell was aufs Papier zaubern oder auf die Leinwand. Aber hier, wie gesagt, ich habe auch überlegt, ob ich noch ein bisschen schneller machen soll, damit das nicht ganz so lang wird. Dann habe ich mir gedacht, drauf geschissen. Ich brauche dafür so lange, bis es fertig ist, damit es auch einfach passt. Und ich will hier auch was Gescheites abliefern, nicht nur so hingewichst irgendwie so. Hoppla, darf ich das überhaupt sagen? Ja, ihr wisst schon. So, genau. Ja, muss ich jetzt noch als FSK 18 irgendwann canceln, wenn mein Wundwerk hier langsam so ausartet. Wobei, ich glaube, ich bin ja noch harmlos im Vergleich zu vielen anderen. Nils, weißt du Bescheid, gell? Also geht nicht von dir, sondern von deinem Chef. So. Und der Hardy ist jetzt gerade schön im Urlaub gewesen. Wenn das Video rauskommt, ist es natürlich schon eine Weile her, dann ist er schon wieder zurück, aber hat er schöne Bilder gepostet und so bei Discord, also sehr schön und sehr cool. Da kann man, finde ich übrigens, sich immer schöne Inspirationen holen, wenn man so unterwegs ist und sich mal ein paar Sachen anschaut. Ich finde auch immer ganz interessant, da werden jetzt wahrscheinlich die einigen lachen oder so, aber was ich immer ganz interessant finde, sind tatsächlich so alte Kirchen. Einfach so richtig schöne alte Kirchen, die haben teilweise so abgefahrene Bilder und so viel Gold und Zeug. Also, wo war das, als wir, glaube ich, in Garmisch-Partenkirchen, glaube ich, irgendwo da. Oben waren wir mal im Urlaub, das ist jetzt auch, ich glaube, ein Jahr oder 2 oder 3 her. Da waren auch so abgefahrene Kirchen und ich finde es immer irgendwie beeindruckend und irgendwie ganz cool, sich das immer reinzuziehen. Vor allem, wenn man sich dann mal die Bilder anguckt, die handeln immer nur von Mord und Totschlag. Das sind eigentlich schon total abgefahren. Da kann man sich auch die eine oder andere Inspiration holen. Und ja, ich finde aber generell, um jetzt nochmal zurückzukommen, so ein Urlaub, wenn man dann mal so schöne Sachen sieht und Zeug, ich finde, da kann man schon einiges mitnehmen und Ideen und Sachen, also ist immer ganz cool. Dann kann man sich da Inspiration holen oder man geht natürlich so wie ich das ganz gerne mache, einfach mal bei Pinterest reinschauen. Ach, da wirst du auch bekloppt, wenn du da guckst, da fliegt ja so viel Zeug rum.
Aber es sind auch echt coole Künstler unterwegs und coole Bilder und so. Da bediene ich mich ehrlich gesagt auch immer ganz gerne. Also wenn ich gern mal nach irgendwelchen Referenzsachen gucke oder mich mal ein bisschen rumschaue und überlege, so hey, was könnte ich hierfür nehmen oder was würde sich da anbieten? Ich meine, ich nehme da nicht immer alles 1:1, aber wenn ich gerade mal so Hintergründe sehe oder so, oder ja, dann lasse ich mich da doch schon ganz gerne inspirieren und mache das dann. Habe ich übrigens auch meinen Schädel her, also den echten Schädel. Ja, das Referenzbild mit dem echten Totenkopf. Die Frage ist natürlich, ob er echt ist, aber das ist wieder eine andere Frage. Aber den habe ich da gefunden. Das ist natürlich ganz anders beleuchtet und hat ganz anderen Hintergrund und alles. Das habe ich natürlich alles umgemodelt, so wie es mir besser gepasst hat. Aber wie gesagt, da findet man mal ganz gute Referenzbilder. Also kann ich nur empfehlen, Pinterest. Da findet ihr übrigens mich auch. Um daher mal kurz ganz frech Werbung zu machen, ich vergesse sowas immer. Aber habe ich tatsächlich auch einen Account mit allen Bildern, die ich bis jetzt, glaube ich, gemacht habe, sind da hochgeladen. Und ich glaube, das ist mit das Akkurateste, was ich habe. Wo, glaube ich, so ziemlich fast alle Medien von mir oder alle Artworks von mir wirklich oben sind. Auch komplett kostenlos, könnt ihr gerne reinschauen und euch die Sachen runterladen, wenn ihr irgendwas braucht oder mal irgendwie in der Infobox das Referenzbild auf Anhieb sich nicht runterladen lässt oder nicht funktioniert. Auf Pinterest werdet ihr das Ding definitiv finden, also schaut da gerne rein. Ja, ich kann ja jetzt bei Instagram, habe ich gesehen, endlich können auch alle normalsterblichen Menschen auf dieser Plattform auch Sachen verlinken. Einfach mal rein verlinken ist natürlich für mich Gold wert, wenn ich dann endlich mal solche Sachen wie Pinterest oder meine Videos oder so ein Zeug da endlich mal in Stories mit verlinken kann. Oder wie Discord, das habe ich ja auch gemacht, da sind dann auch gleich mal 1, 2 Leute mehr wieder auf Discord gekommen. Das merkt man, das funktioniert schon gut. Und das war ja bis jetzt immer nur den VIPs vorbehalten hier. Die Leute, die halt hier, keine Ahnung, über 20.000 Follower haben. Da bin ich ja überall weit entfernt, sogar bei YouTube noch. Aber das sind wir immerhin bei 1.200. Wup, wup. Es dürfen gern noch mehr werden. Also wenn ihr das Video jetzt hier schaut und ihr habt noch nicht abonniert, dann seid ihr erstmal Schweine, weil ihr noch nicht abonniert habt. Und dann abonniert jetzt gefälligst. Also die Bilanz ist schon hart, wenn ich mal gucke. Aktuell habe ich jetzt, ich glaube gerade gestern oder so, habe ich mal wieder spaßhalber bei den Analytics reingeguckt. Und ich glaube von den Zuschauern, die Videos gerade aktuell alle anschauen, sind... Ich lass mal lügen, da sind, glaube ich, 70% Nicht-Abonnierte und nur 30% von euch haben tatsächlich abonniert, die Videos von mir hier angucken. Also macht das gerne, wenn ihr, das tut euch nicht weh und ich habe da was davon, beziehungsweise der Algorithmus und dann habe ich da wieder was davon und alle anderen natürlich auch. Vor allem die Community, weil die dann immer größer wird und wächst, was mich mega freut. Auch wenn endlich mal ein bisschen mehr Feedback reinkommt und mehr Kommentare und also ich merke jetzt schon so bei Discord, wie das eigentlich schon ganz cool ist, wenn da mal so 15 Leute sind. Gut, viele schreiben auch gar nichts, aber schauen sich da auch nur die Sachen an, ist auch okay. Aber ich finde dann, es ist einfach cool, sich da direkt austauschen zu können und einfach zu quatschen. Und hier jeder so seinen Senf da lassen kann. Das ist schon was richtig Feines, finde ich. Ist eine absolute Bereicherung für alle, wenn man sich das mal so gibt. Da kann ich auch nach Sachen nachfragen, weil gerade auch der Chaos Nips, der hat halt mega viel Erfahrung schon mit verschiedenen Farben gemacht, mit Createx, mit Pipapo, mit jedem Furz. Der hat sich da schon ausgiebig getestet und so. Und dann kann ich auch auf sein Wissen zum Beispiel zurückgreifen und sagen, hey, wie ist denn das hier, mit was verdünnst du die Farbe etc. Das ist natürlich für mich auch voll der Mehrgewinn. Ist ja nicht so, dass ich hier der Gottvater bin und alles weiß und alles kann und alles habe. Ganz im Gegenteil. Und das hilft mir natürlich dann auch im Umkehrschluss mega gut. Und so hilft man sich einfach gegenseitig und hat Spaß. Wenn ich dann Zeit habe, ja, gerade gestern am Samstag, da wollte ich schön hier reinkommen, aber meine Kleine hat gerade 39 Grad Fieber, seit 3 Tagen. Und die ist so super anhänglich. Das ist zwar richtig süß, aber auch richtig anstrengend zugleich, das sage ich euch. Und meine Frau natürlich hier schön mit dem Neugeborenen beschäftigt und dann hat es mich ja hart in die Mangel genommen. Da wollte ich unbedingt online kommen, weil der Maxi auch mal am Start war und alle. Und dann habe ich mich gefreut. Ich bin einfach nicht aus dem Zimmer rausgekommen. Ihr glaubt es nicht. Aber ich habe mich, glaube ich, eine Sekunde aus dem Bett bewegt. Papi, und ich so, du hast doch schon geschlafen. Warum?
Naja, aber da kann ich dann auch nicht. Da bin ich ja natürlich auch nicht so ein Schwein und gehe da einfach raus. Also nach dem Motto, ja, schlaf jetzt weiter. Na, gibt nichts Schlimmeres als ein krankes Kind. Und deswegen musste ich da leider passen, was echt schade war. Aber es gibt ja noch genug Samstage und andere Tage, wo wir noch ruhig quatschen können und Spaß haben. Und deswegen geht das gut. So, jetzt sehe ich hier gerade, muss ich mal schnell Everspace 2 Early Access Game weiter ein neues Update runterladen hier. Ich bin ja so ein Sci-Fi-Fuzzi, also bin ich mega auch. Marvel, Sci-Fi, Weltraumsachen, da fahre ich auch voll drauf ab und Star Trek und den ganzen Käse. Star Wars auch bei mir eigentlich hoch im Kurs. Da bin ich eigentlich echt. Ich glaube, ich muss mal mehr solche Bilder raushauen, wenn man so meine Wand angeht. Ja, gut, Star Wars. Gut, da habe ich jetzt schon ein paar rausgehauen. Also Marvel-technisch habe ich kaum Illustrationen mehr gemacht, jetzt seit langem. Liegt halt tatsächlich, glaube ich, auch wirklich primär daran, dass ich relativ viel halt am Auto mache und dann keinen Bock habe, das dann nochmal, sag ich mal, irgendwie auf eine Leinwand zu machen oder so. Und dann mache ich das lieber, nehme ich da drauf und dann bin ich da auch zufrieden. Oder weiß, dass ich da noch was Sachen drauf mache. Wenn ich es gerade sage, dann muss ich eigentlich jetzt mal dann langsam Gas geben. Noch die 2 Türen machen. Nicht, weil ich es unbedingt machen will, sondern weil die beiden Türen unten richtig, also wo ich die rechte Tür gemacht habe, die rechte Beifahrertür, habe ich gesehen, dass die ziemlich einen Rost hatte und jetzt die Fahrertür unten hat jetzt auch noch ziemlich Flugrost unten und den sollte ich mal schleunigst abmachen und wegschleifen und wegfummeln und so wie bei den anderen 2 Türen einfach komplett neu machen, schön wieder Hohlraum versiegeln, damit das alles wieder passt. Und die 2 Türen hinten, die eine Tür hat noch einen fetten Riesenkratzer, wo es jetzt auch gerade rostet, weil ich gedacht habe, ich komme dieses Jahr noch locker dazu, aber ja, so wie es halt ist halt nicht so passiert. Deswegen, ich habe da mega Bock drauf, aber für mich ist halt dann wieder die Tür abmontieren, da wieder alleine rumfuchteln und so. Da hast du mal wieder kurz deine, keine Ahnung, gefühlten 40 Kilo da, was die Tür wiegt. Aber kurz rumhieven und machen, dann muss ich gucken, wie bringe ich das Auto unter. Beziehungsweise ich kann es ja in der Garage lassen, aber wenn ich dann lackiere, dann wird es interessant, weil dann muss ich es im Endeffekt draußen lassen, weil ich keine andere Unterstellmöglichkeit habe. Ist jetzt momentan nicht ganz so optimal, den dann auch, sag ich mal, einen Tag oder 2 in der Nacht draußen mit der offenen Fahrertür stehen zu lassen. Nachher fehlt alles. Maxi-Cosi, Navi, Sitzbezüge, Sitze, die klauen ja heutzutage alles raus. Katalysator und was da alles, die schönen Edelmetalle, was man da so mitkriegt, dass die da alles so klauen, die Schweine. Man meint ja immer nicht hier, bei einem passiert das ja nie, aber das ist genau der Gegenteil. Oder vor allem nicht am helllichten Tag. Hat man gerade hier dieses Jahr im Sommer hier in unserem Dörfchen, unserem kleinen feinen Dörfle, da sind Leute echt mittags eingestiegen in die Häuser und haben da alles geplündert und haben sich dann verpisst. Und bei einer ist sogar tatsächlich so passiert, dass die im Haus war und geduscht hat und der aus der Dusche rauskam und er dachte, es wäre niemand im Haus und da standen sie sich gegenüber. Hat dann mal schnell den Abflug gemacht. Ich glaube, die gute Dame war da auch sehr froh drüber. Ich glaube, da gibt es nichts Schlimmeres als Frau, als alleine im Haus nackelig und mit dem Bademantel aus der Dusche zu kommen, da steht ein Fremder an deiner Bude. Die Horrorszenario, glaube ich, für jedermann. Ja. Und also man meint immer nicht, dass es passiert, aber das ging dann hier eine Zeit lang ab, deswegen ja, kann man sich nie sicher sein. Gibt halt immer solche kriminellen Säcke. Aber das Gute ist, und da kommen wir mal wieder auf den Hund zurück, der kläfft wenigstens, also meiner kläfft beim Klingeln immer. Das habe ich nie aus dem rausbekommen. Ich meine, wir haben den aus schlechten Verhältnissen raus. Das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Den haben wir echt aus ganz schlimmen Verhältnissen raus. Und deswegen hatten wir da schon richtig viel Mühe und Arbeit mit dem, dass der endlich mal sozial und mal nicht ganz so ein Assi zu seinen Artgenossen war, weil er das gar nicht kannte etc. Hatten wir schon richtig viel mit dem zu tun und das Laufen gehen und so, das war am Anfang alles so ein Krampf. Aber dieses an der Tür kläffen, das hat er von Anfang an gemacht. Das war, ich glaube, wir haben den ja gekriegt mit 1,5 oder fast 2.
Und der ist so schlimm beieinander, Alter. Der hat mich gebissen, der hat einfach alles. Das war richtig hardcore, hey. Aber da bin ich mittlerweile ganz froh, dass der da bei jedem Furz dann wirklich, was das so angeht, dann was aus der Norm fällt, sagen wir mal, im Hausflur, dass der dann anzeigt und zumindest mal einmal vor sich hin grunzt. Ich sage, das ist ja gar nicht so schlecht. Und die Nachbarin, ja, lassen Sie nur kläffen, das ist völlig in Ordnung. Auf einmal. Nein, da sind die bis jetzt hier alle ganz kollegial und cool drauf gewesen. Und da bin ich auch jetzt gar nicht böse drum, wenn er das macht. Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir einen Hund holen, dann holen wir keinen Welpen, sondern da holen wir uns ein richtiges Problemkind, was keiner will. Das war auch dann tatsächlich so. Und ja, ich habe am Anfang in der Food schon ein paar Mal gesagt, ich bringe ihn zurück. Ja, mich schon richtig viele Nerven gekostet. Das war so die Vorbereitung aufs erste Kind. So, jetzt kommen wir mal zum Bild zurück. Jetzt verlaber ich hier wieder einen Haufen Scheiß. Oh, jetzt kümmern wir uns mal wieder ein bisschen ums Bild hier. Und zwar sind wir, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, sind wir natürlich hier oben an dem freien Bruchstellen dran. Und das meinte ich vorhin, ist ein bisschen einfacher zu machen, weil ihr seht schon, hier kann man einfach den Rand besser machen, damit es einfach dreidimensionaler aussieht. Das gleiche haben wir natürlich unten gemacht, aber es ist natürlich viel schwieriger, weil es im Verbund gebrochen ist. Und hier oben haben wir halt einfach die Möglichkeit, das Ganze eben freistehend zu machen. Da kann man sich ein bisschen mehr Freiheiten nehmen. Auch hier dann eine Seite ein bisschen dicker brechen lassen und die andere entweder ein bisschen dünner oder gar nicht wie hier, damit es einfach von der Optik her passt. Müsst ihr einfach ein bisschen schauen, dass es einfach sinnig und stimmig ist. Und ja, dann müsst ihr einfach komme ich schon wieder Hirnfurz, weiß ich schon wieder, da möchte ich schon wieder mehr sagen, als ich bevor ich schon ausgesprochen habe, ungefähr so. Da gibt es einmal den Knoten im Hirn und dann ist es rum. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Oh Mann. Ich glaube, ich mache hier bald Alzheimer-Bude auf. Nee, aber man tut sich leichter einfach. Man tut sich leichter, das zu machen. Jetzt habe ich wirklich voll den Faden verloren vor lauter Gebrabbel. Er kommt davon, wenn man so viel Scheiß labert. Das kann ich hervorragend. Zum Leidwesen meiner Frau, die dann auch öfters mal sagt, kannst du jetzt einfach mal die Klappe halten? Und dann bohre ich weiter und dann fängt sie ja doch wieder das Lachen an. Nein, aber hier muss man genau, jetzt wissen wir es wieder, jetzt bin ich wieder da. Einfach nur schauen, wo sind die Glaskanten gut gebrochen, wo wandert so die Richtung hin, also wenn man die Mitte nimmt und wo sind dann, sage ich mal, die Ränder besser, dicker zu sehen. In dem oberen, mittleren Teil habe ich es beidseitig gemacht. Auf der rechten Scherbe seht ihr, da habe ich den dicken Rand nur rechts hingelegt und auf der linken Seite dann ja auch so ein bisschen, also da müsst ihr einfach gucken, dass es realistisch aussieht oder halbwegs realistisch, damit es vom Auge her ein bisschen Sinn macht, damit es nicht verwirrt wird. Weil man unterschätzt, glaube ich, sehr, wie stark das einen Einfluss hat, wenn Licht und Schatten nicht stimmen. Weil dann merkt man unterbewusst sofort, dass was nicht stimmt. Es fällt einem vielleicht nicht direkt auf, aber man registriert trotzdem sofort irgendeine Unstimmigkeit. Also so empfinde ich das, wenn ich manchmal Bilder sehe, wo das gar nicht stimmt oder wo es überhaupt nicht passt, wo dann Licht- und Schattenquellen falsch sind oder doppelt gelegt oder von links und rechts, was dann einfach von der Physik her einfach nicht stimmig ist und wo ich mir dann denke, hey, das muss man doch sehen, das ist eigentlich völliger Käse. Ist natürlich schwierig zu machen, das weiß ich auch, aber sowas fällt mir dann immer direkt auf und dann merke ich immer zuerst, irgendwas stimmt nicht und wenn ich dann genauer hingucke, okay, hier stimmt das und das nicht, da stimmt hier das nicht, da muss man dann schon mal ein bisschen drauf achten, dass das einfach richtig passt. Und weil, wie gesagt, das fällt eigentlich irgendwie unterbewusst auf jeden Fall und wenn man dann eben dann genauer nachschaut, wird man relativ schnell merken, dass das einfach eine gewisse Unstimmigkeit mit sich bringt. So, und jetzt haben wir hier auch ein paar Scherben, so ein paar, ich habe mal links mal hier so ein bisschen, verdeckt gerade natürlich der Arm ganz herrlich, aber habe ich mal so ein bisschen die Lichtquelle reingearbeitet, um zu gucken, wie es da so aussieht. Und ich gucke jetzt hier und da an manchen Scherben, probiere ich ein bisschen rum, wie das so mit einer Reflexion aussieht, mit so einer ganz leichten und einfach nur zum Schauen, nachher wegen dem Einfärben, ob ich das dann mit einfärbe. Da ganz links sieht man, das habe ich es mal ein bisschen gemacht und oben in der linken oberen habe ich das auch mal so ein bisschen gesetzt.
Einfach nur mal so ein bisschen zuschauen. Ja, so, Dale. Und jetzt habe ich mir ein verdünntes Schwarz genommen und mache jetzt hier mal ein paar ganz dunkle. Also in dem Glas, in dem Referenzbild sind nicht viele Stellen so schwarz, wirklich nur, ich glaube, so 10 Stück oder so an der Hand. Aber die arbeite ich jetzt trotzdem mit rein, weil das einfach die Spiegelungen vom Hintergrund sind. Man sieht ja den Hintergrund, da sind ein paar schwarze Stellen. Wahrscheinlich hier irgendwie Straße oder ein Auto oder irgendwelche Bäume oder so. Also das spiegelt sich dann halt in den Bruchstellen drinnen wieder. Ist natürlich halt in so einem Fall einfach mehr Arbeit, aber die Arbeit lohnt sich, denke ich mal, hinten raus definitiv. Auch nicht wundern, wir werden über das Schwarz noch mit Farbe arbeiten, noch mal ein bisschen mit Weiß. Wir nehmen das schon wieder ein bisschen runter. Deswegen mache ich es aber jetzt gleich zuerst, damit ich es eben nachher, wenn ich dann eben noch nacharbeite und dann die Sachen noch mit dem schönen Türkis einfärbe und dann noch mal ein paar Highlights, dann wird das ja alles noch mal ein bisschen entgegengewirkt, dann wirkt das nicht ganz so hart und dann passt das, aber das sollte man halt wissen. Macht man das natürlich zum Schluss, dann ist Käse, dann passt es nachher nicht mehr zum Gesamtbild, dann wird es wahrscheinlich schon zu sehr auftragen. Aber wie gesagt, das arbeiten wir jetzt dann einmal ein und dann werden wir mal, glaube ich, langsam anfangen mit dem Einfärben der ganzen Bruchstellen. Und da bin ich dann sehr stark vom Referenzbild abgewichen, weil das Referenzbild, ja, das war hier nicht so schön. Das hat einfach auch von den Bruchstellen war alles nur so ein Grau-Blau. Und ich fand das schon, klar ist das im Hintergrund auch mit dem Himmel und so, aber das hat irgendwie nicht so stimmig gepasst. Also mir hat es nicht gefallen. Und das meine ich, da weiche ich dann auch ganz gerne mal von so einem Referenzbild einfach knallhart ab, weil ich einfach das für mein Empfinden mir das einfach nicht, ich finde es einfach nicht schön. Und warum soll ich was übernehmen, nur damit es so aussieht wie auf dem Referenzbild, wenn es mir nicht gefällt? Ganz einfach, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich mache das so, wie mir das passt. Und mir hat viel, viel besser dieses Türkis gefallen, von der Farbe her, was eigentlich jeder kennt beim Glas, wenn man sich das mal so ein bisschen in der Hand hatte oder mal gebrochen ist oder so einfach nur so ein Glasstück mal in der Hand hat oder eine Glasplatte. Dieses charakteristische türkise Schimmern, was dieses Glas dann hat, wenn es einfach von der Dicke her etc. Das finde ich irgendwie viel sinniger und kennt man auf jeden Fall und macht es, glaube ich, einfach gleich viel authentischer und ich habe mir gedacht, das mache ich lieber, das gefällt mir. Das gefällt mir viel, viel besser und dann mache ich das doch einfach. Man sieht übrigens, wie ich gerade gar nicht gesehen, oben schön in meinem neuen Regal. Ich habe ja 2, 3 neue Regale und ja, schön die Pinselhalter, alles neu gemacht, endlich mal Ordnung auf meinem Chaos-Tisch. Da sieht man oben übrigens die AL Plus, wie ich sie zerlegt habe. Wie gesagt, der linke Körper da, der ist kaputt. Und da habe ich die ganzen Ersatzteile da drin. Haben wir da schön gleich eine Ablage, da geht nichts verloren, das passt. Und hier habe ich jetzt das schön hingepackt. Ist übrigens jetzt gerade neu gekommen. Das Ersatzteil hat mir Airbrush for You natürlich gleich geschickt, was sehr cool war. Also vielen lieben Dank dafür. Und genau, dann habe ich das jetzt schön wieder zusammengebaut. Und wenn ich mir jetzt so den neuen Hohlkörper angucke und dann eben hinten die Abdeckkappe, wie schwarz und wie kaputt und abgefuckt die aussieht, da merkt man auch, dass auch die ein paar Jährchen schon auf dem Buckel hat. Aber bei so einer, klar, gerade die AL Plus ist ja Aluminium. Für die Leute, die es nicht wissen, die ist besonders leicht, die Pistole. Habe ich damals nur geholt, weil es im Angebot war. Ich glaube, fast 50 € günstiger. Und dann habe ich mir die gleich rausgelassen. Gehört aber auch zur CR-Reihe. Ich habe es eigentlich lieber ein bisschen mit mehr Gewicht, so wie die Evolution oben. Ich finde die AL Plus vom Gewicht her eigentlich, ja, das ist Ausschlaggebende für die Leute, die viel damit arbeiten, damit es einfach handgelenkschonender ist und so. Aber mich furzt das gar nicht an. Ich finde eigentlich das Gewicht eher besser. Aber wie gesagt, vom Preis her hat es mich einfach angemacht. Deswegen habe ich die genommen. Und ich finde halt hier einfach, da merkt man so, dass das Aluminium, glaube ich, nicht ganz so robust ist, wie jetzt, sage ich mal, hier die Evolution. Ich weiß jetzt nicht, aus was für ein Metall die genau gemacht ist, aber man merkt einfach, das Aluminium ist da, glaube ich, ein Ticken empfindlicher und deswegen hat es mich jetzt auch nicht gewundert, dass die dann halt eher mal an den Arsch geht. Und ja, aber ich glaube, wir reden hier auch über 5 oder 6 Jahre, wie ich die jetzt schon habe und die Evolutions, glaube ich, echt noch länger. Und dann ist es auch in Ordnung, darf auch mal kaputt gehen. So ein Ersatzteil kostet dann mal 50 €. Ja,
gehört halt zum Hobby, muss man halt machen. Und ja, der greift jetzt halt alles so schön. Da habe ich jetzt heute alles zusammengeschraubt. Das war wieder wie so eine geölte Maschine. Da ist das einfach geflutscht. Wenn ich mir dann so den alten Pistolenkörper angucke, der ist dann schon recht vermackt und verschlagen und die Gewinde nicht mehr so geil, weil ich die eben 1000-mal auseinander und zusammengebaut habe vom Reinigen her. Und ja, passiert halt, ist halt so, aber ist jetzt wieder richtig geil und jetzt brennt es mir natürlich, könnt ihr euch denken, unter den Fingernägeln endlich wieder zu brushen. Aber eigentlich mangelt es mir nicht an Videomaterial habe ich genug. Auch noch den kompletten Hai habe ich auch noch, das sind glaube ich auch nochmal 3 Teile oder so. Und das jetzt hier, also ich habe erstmal noch genug Videomaterial, aber mehr als ich bräuchte. Aber ich habe einfach nicht die Zeit, das einfach umzusetzen. Jetzt habe ich ein paar Tage noch Zeit, vielleicht haue ich da noch ein paar Videos, ein paar Bilder mehr raus, damit ich einfach noch ein bisschen Vorlauf habe. Und dann schauen wir einfach mal. Und jetzt haben wir hier. Wir fangen an mit Farbe, endlich, nach 50 Minuten. Okay, gelogen, wir haben gleich am Anfang mit Farbe angefangen. Nein, wir nehmen das schöne Türkis. Ich habe den genauen Namen jetzt. Ich schaue für euch, da kann ich hier klug scheißen. Ich gucke jetzt. Ha, so, Patholgrün 28500. Da habt ihr es jetzt genau von der Schminke. Die habe ich dafür jetzt genommen und zwar so, wie sie ist, nicht irgendwie noch gemixt oder so. Und damit arbeiten wir jetzt erstmal so die ganzen hellen Stellen aus und lassen so einen leichten Verlauf immer zur Mitte hin. Das heißt, zur Mitte von diesen dünneren Seitenverstrichen und so, da machen wir dann, wir färben jetzt quasi nicht alles komplett erstmal ein, sondern lassen immer so einen leichten Verlauf, damit wir auch einen Weißanteil-Aspekt drin lassen. Einfach damit es noch stimmiger aussieht. Und da habe ich mich jetzt am Anfang natürlich jetzt verhaspel mich heute auch die ganze Zeit. Das ist furchtbar, ey. Ich glaube, ich muss wieder was saufen, damit das aufhört. Der Treibstoff fehlt. Definitiv heute. Ja, wäre aber ein bisschen hart so um 11 Uhr mittags. Genau, wir lassen da natürlich jetzt so einen leichten, schönen Verlauf drin, damit wir einfach schon mal mehr Farben haben, dass wir auch noch Luft haben, um weiter einfärben zu können oder mit einer anderen Farbe noch ein bisschen was zu machen. Da, wie gesagt, ich nehme jetzt ganz andere Farbe, halte mich nicht mehr als Referenzbild und dann muss ich natürlich aufpassen, dass es halt trotzdem stimmig bleibt und aussieht und deswegen bin ich da jetzt auch etwas zaghaft und ein bisschen vorsichtiger unterwegs, bis ich dann, ich glaube später werde ich es dann nochmal ein bisschen stärker einfärben, weil ich merke, es kommt einfach besser und lege dann nochmal mit Weiß nach. Also da bin ich dann wirklich, da probiere ich einfach viel rum. Aber wie gesagt, lieber macht es erst so wie ich. Nehmt es euch lieber echt eine Stunde länger Zeit. Kann ich euch nur ans Herz legen. Nehmt lieber eine Stunde länger und scheißt drauf oder macht es dann am nächsten Tag, wenn ihr einen kühleren Kopf habt nachher. Bevor ihr das jetzt voll einnebelt und dann sieht scheiße aus. Und dann steht er da, Kacke, toll. Dann kannst du in so einem Bild jetzt hier, könntest dann nachher wieder von vorne anfangen, weil wir natürlich den Hintergrund nutzen, damit das realistisch und cool aussieht und wir natürlich so viel vom Hintergrund wie möglich behalten wollen. Deswegen färben wir auch oder malen auch recht sachte. Wenn wir da natürlich jetzt anfangen, extrem drüber zu malen und dann nochmal nachher, ist alles blöd, nochmal mit Weiß komplett über alles andere drüber gehen, dann wirkt der Hintergrund immer weniger und weniger und den können wir ja natürlich nicht mehr rekonstruieren, so wie wir den vorgelegt haben. Das ist ja gerade der Vorteil, dass wir den jetzt hier überall durchschimmern lassen können, was am Endbild natürlich nochmal für einen besseren Wow-Effekt sorgt. Und dann kann man bei so einem Bild im Endeffekt, wenn es richtig schief läuft, kannst du eigentlich schon fast von vorne anfangen, dann kannst du eigentlich gerade einmal mit Weiß drüber und fertig. Und dann kannst du wirklich von vorne beginnen. Deswegen macht da echt lieber, lasst euch da lieber mehr Zeit. Ich weiß, da kann ich mir selber an die Nase fassen. Das ist immer leichter gesagt als getan, weil da bin ich tatsächlich exakt jemand, der das oft auch nicht so macht. Siehe den Zombie-Captain-Helm, den Stahlhelm. Die eine Seite war super, die hat mir mega gefallen. Die andere Seite hat mir gar nicht gefallen, aber ich habe immer mehr und mehr rumgewurschtelt.
weil ich es unbedingt und warum auch immer an einem Tag habe fertig machen wollen und habe es dann auch noch wie ein Bekloppter auch noch lackieren müssen. Und also ist voll durchgedreht, voll randaliert, völlig sinnbefreit im Endeffekt. Weil am nächsten Tag hatte ich einfach die Zeit und hätte es auch locker machen können. Aber ja, da war einfach mein Kopf so und hat gesagt, ja, es muss ja jetzt heute muss es noch sein, aber alles. Und ja, im Endeffekt hat es mir das halt ein bisschen versaut. Oder ist nachher nicht mehr so, wie ich es hätte. Ich hätte es einfach deutlich besser machen können. Punkt aus Ende. Keine Ausreden. Ich hätte es einfach viel besser machen können. Und jetzt ist es halt nicht ganz so schön. Ich kann damit leben und bin auch nach wie vor mit dem Helm immer noch zufrieden. Aber wie gesagt, das kann man einfach anders machen. Und wie gesagt, da bin ich jemand, da kann ich mir selber direkt an die Nase fassen. Aber deswegen kann ich es umso besser nachvollziehen und euch nur sagen, übt euch da lieber in Geduld, dann ist es besser. Der Nils kann das, glaube ich, auch ganz gut. Hat er mir auch schon erzählt. Dass er da auch manchmal richtig zen-haft unterwegs ist. Das ist schon ganz cool. Und ja, aber so ist das Leben manchmal, gell? Manchmal ist es halt so, manchmal hat man so einen Rappel und dann ballert man da wieder wie so ein Irrer. Aber man lernt, also ich lerne langsam. Auch ich kann noch lernen. Es gab schon ganz andere Sachen, wo ich noch viel mehr durchgedreht bin, aber da bin ich jetzt ganz froh. So, und ihr seht, jetzt lege ich oben mal überall so ein bisschen, wo das Glas so enger zusammenläuft, da auf jeden Fall mehr Grün, Türkis reinbringen. Aber wie gesagt, einfach hier einen guten Mix nehmen. Ihr seht es ja am Referenzbild, wenn ihr euch das Referenzbild anguckt, dann habt ihr es vielleicht besser im Blick. Das wird natürlich auch wieder in der Infobox sein, wie bei allen anderen Tutorials, also da keine Sorge. Und wenn mal eins nicht stimmt oder nicht mehr aufrufbar ist oder hier bei dem Upload kostenlosen Runterlad-Webseite, ja, die ein bisschen, wenn die da mal wieder irgendwie rumspackt, dann einfach in die Kommentare schreiben, dann kann ich das sofort wieder einfügen und dann hat sich das gleich erledigt für euch. Da habe ich natürlich nicht den Überblick oder schaue mir das ständig an. Wie gesagt, da einfach melden, einfach schreien, dann helfe ich euch. Ist das alles kein Thema mehr. So, Dale. Jetzt muss ich erstmal mal noch schnell ein Käffchen rauslassen, der macht mich gerade richtig an. Für euch ändert sich nichts, aber ich bin dann gleich wieder da. So, Dale, da bin ich wieder. Ja, der Kaffee, der hat mich so richtig angemacht. Hello Dave, ich bin's, das Käffchen. Hola Chica. Jetzt, wo ich die ganze Zeit bei LOL die scheiß Nachmache von dem Roche González gesehen habe, muss ich die ganze Zeit drüber lachen. Ich finde das so geil. Hola Chica, habe du gewollt, hatte dich hier sein. Ah. Ja gut, jetzt kriege ich es gar nicht so gut hin, aber mit ein, zwei Bierchen mehr kriege ich da eine perfekte Parodie auf die Beine. Aber das wird euch wahrscheinlich immer vorenthalten bleiben. So, jetzt hier erstmal mein Käffchen. Oh, ist ja heiß, du, leck mir mal. Oh, noch gesagt, habe ich die Gosch verbrannt. Puh. Apropos Kaffee, habe ich gerade vorgestern richtig schön meinen Computertisch unter Kaffeewasser gestellt und richtig schön ich weiß gar nicht, wie ich es hingebracht habe, den umzuschmeißen, weil der weit vorne stand, aber schön über die Tastatur, über meine ganzen Lernutensilien, über allen Käse, über den TAN-Generator, richtig toll, alles voll, die ganze Matte drunter, wo die Tastatur drauf liegt, alles schön richtig geflutet. Oder sah alles mal schön einmal richtig kaputt ist, richtig toll. Und jetzt, original, funktioniert ein Teil der Tastatur nicht mehr. Also, die spricht nicht mehr ganz so akkurat an, wie sie es sollte. Gerade bei Escape und bei der Zurücktaste ist es beim Schreiben immer ganz nice. 5-mal draufhämmerst, bis dann mal was passiert. Richtig nice. War schön alles über die Hose, das war richtig geil. Das war wieder so, fuck, so ein Scheiß, fuck, das gibt's da nicht. Oh, dann ist man geflucht und dann wieder 20 Minuten lang hier rumgeputzt wie so ein Wilder.
So, was ihr nicht seht, ich glaube, ich habe jetzt, oder ich hau jetzt mal ein bisschen zum Rumprobieren noch ein bisschen Basis Cheyenne rein, das schöne Blau, die 28405. Ich habe noch die andere, das Ultramarin, ausprobiert, aber ich weiß nicht, das Ultramarin, das hat so eine, also der Farbton, ich weiß nicht, den kann ich gefühlt bei nichts gebrauchen, weil der irgendwie so, ich weiß nicht, so ein komisches Blau ist, und dieses Cheyenne-Blau passt mir irgendwie zu 90% bei den Blautönen immer besser. Ich habe es jetzt hier, glaube ich, auch mal probiert, dann festgestellt, nee, die Optik sieht komisch aus, dann wechsle ich wieder ein bisschen zu dem Cheyenne. Cheyenne Blau. Und genau, und nimm dann das ein bisschen so, nur da, wo das schwarz ist, gehe ich nochmal ein bisschen rein, damit das schon mal hier einen anderen Farbverlauf kriegt, nochmal ein bisschen anders wird. Aber ihr seht es gerade an meinem Kopfschütteln, ich bin nicht ganz so zufrieden damit. Ich glaube, da mache ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen an den Schwarzstellen und so. Ich habe überlegt, das eher offensiver, also in den Zwischenstücken zu benutzen und so, um da nochmal so ein bisschen mehr Farbvarianz reinzubekommen. Aber ganz so gefallen hat es mir jetzt nicht. Deswegen habe ich, wie gesagt, ein bisschen an den Schwarzstellen hier und da. Und dann, arbeite ich nachher doch wieder lieber mit dem Patrolgrün und mache das dann eben damit. Und genau. Einfach, ist halt so ein Ding, wenn man dann halt vom Referenzbild abweicht, muss man halt sein eigenes Ding machen. Da muss man halt mehr rumprobieren. Und ja, aber finde ich, man sieht es hier wieder, das ist glaube ich, echt das Cheyenne-Blau, wo ich da so ein bisschen dran reingehe und noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen andere Farben noch im schwarzen Bereich, weil da spiegelt sich ja relativ viel, da wo die schwarzen Stellen sind, spiegelt sich halt viel noch von der Umgebung. Bei den anderen Spiegelungen spiegelt sich eher so das Glas in sich selber und ein bisschen so der Himmel und so. Aber da eben eher noch so ein bisschen die Umgebung, und da bringen wir halt mit dem anderen Farbton einfach noch ein bisschen Abwechslung rein, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Bewegung, damit es auch ein bisschen realistischer aussieht. Und deswegen machen wir das. Und ja, jetzt sieht es alles noch so ein bisschen ich finde fast schon farblos aus oder nicht ganz so prägnant. Das werden wir auf jeden Fall später noch ein bisschen stärker machen. Da werden wir auch mit dem Patrolgrün dann noch ein bisschen mehr die Kanten rausarbeiten. Gerade so, so Knickstellen sind einfach, damit es einfach besser erkennbarer ist. Aber jetzt habe ich hier langsam das Problem, dass mir so ein bisschen die vertikalen Striche, also die doppelwendigen, ein bisschen verloren gehen. Jetzt durch das Einfärben und durch das etwas sehr zaghafte Weiß gehen die langsam so ein bisschen in sich verloren, was dann nicht ganz so geil ist, weil dann der Effekt halt so ein bisschen verloren geht und dann sieht das halt nicht mehr so schön dreidimensional aus, und das ist halt dann das Problem an der ganzen Geschichte. Und deswegen greife ich da auch nachher ein bisschen zu meinem AR Color Stift mit Weiß drin, dem verdünnten Weiß, um da nochmal ein bisschen die harten Kanten rauszuarbeiten, weil ich habe es erst mit der Gun probiert und dann festgestellt, dass das eben nicht ganz so, ja, dass hier eben das feine Arbeiten jetzt nicht ganz so hinhaut mit der Gun. Nehme ich es auch mal wirklich komplett deckend, ohne verdünnten, aber es hat alles nicht ganz so gut geklappt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau so warum. Ich habe mich da ein bisschen geärgert, ein bisschen rumprobiert und habe dann gedacht, ach komm, dann nehme ich den Stift, aber da muss man natürlich wieder aufpassen. Nicht wahr, Hardy? Dass das nicht zu sehr oder zu viel eingesetzt wird, dann wirkt das immer relativ schnell nicht mehr so stimmig. Könnt ihr am Discord gerne den Hardy fragen, der kann euch dann beantworten, warum. Genau. Und das eben hier dann wieder mit Bedacht einzusetzen, aber halt, ich nehme es hier jetzt ein bisschen mehr nachher mit dem Stift, weil ich dann nochmal weiß, dass ich mit der Kann ein bisschen drüber arbeite und das dann wieder ein bisschen runternehme, damit es nicht ganz so, ja, so aufgesetzt aussieht. Das ist immer der Nachteil, würde ich schon fast sagen. Beim Airbrushen, wenn man halt alles Freihand macht, so wie ich jetzt, und dann halt von mir aus nur die Freihand-Schablone nimmt, dann wirken alle anderen Medien, die da reinkommen, sei es Pinsel oder der Stift oder so, dann wirken die immer eher etwas befremdlich oder beziehungsweise ein bisschen,
die setzen halt stark auf und das merkt man, finde ich, dann eben relativ schnell, weil dann eben so ein Pinselstrich mit der Weiß oder mit dem Stift dann eben ganz schnell halt ganz deckend und stark deckend ist und das haben wir natürlich bei der Gun nicht, vor allem wenn wir das Weiß verdünnen, dann ist ja eher alles recht smooth und weich und dann kann das ganz schnell ganz befremdlich und ganz falsch aussehen, deswegen ist es immer ein bisschen mit Obacht zu benutzen. Aber klar, wenn ihr ganz Anfänger seid und es generell noch nicht so drauf habt, dann nehmt gerne den Pinsel, das sage ich auch immer gerne. Da scheut euch dann nicht, dann mixt das lieber und macht dann ein vernünftiges Bild raus, bevor es nachher gar nicht so hinhaut. Und jetzt seht ihr hier die 3 großen Bruchstücke, die gefallen mir tatsächlich am besten vom unteren Teil. Die sehen irgendwie am dynamischsten und am glaubwürdigsten, sagen wir es mal so, aus. Ja, mir richtig Spaß gemacht und am Ende steige ich dran und sage, warum hat das bei den anderen nicht so, oder warum empfinde ich das als nicht so gelungen bei den anderen Sachen? Vielleicht liegt es auch, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur wieder mein eigener Monk, der da sagt, da musst du noch besser machen, da musst du noch viel, viel besser machen. Oh Mann. Heißer Kaffee. Geil. Geilo. So, Leute. Super. Jetzt haben wir hier, ihr seht hier, ich probiere es immer wieder mit dem Weiß, aber ich will es halt einfach gleich deckender und schärfer haben und irgendwie ist mit der Gun gerade nicht so hin. Ich habe sogar ein bisschen mit dem Druck rumgespielt und so, aber irgendwie doch immer wieder Gänsefüßchen gehabt und das war wieder so ein Moment, da bin ich schon wieder konzentrationstechnisch wahrscheinlich einfach schon wieder K.O. Keine Ahnung, was ich an dem Tag, glaube ich, noch alles gemacht habe. So eine halbe Weltreise. Deswegen sind solche Momente immer die besten, um mal wieder kurz Pause zu machen. Aber da wollte ich das einfach durchrocken, weil ich wusste, dass ich jetzt dann noch die Prüfungen gerade hatte und so. Und dann noch eine anstand, eine ganz große 4-stündige Prüfung. Deswegen habe ich das einfach vorgezogen oder durchgezogen, besser gesagt. Und habe jetzt dann hier einfach gesagt, komm, dann nehme ich den Stift. Einzigster Nachteil beim Stift. Auf so einer geraden Fläche funktioniert der teilweise nicht so gut. Er saugt sich zwar voll die Spitze, aber wenn ich jetzt hier mal und ich mal für euch ja extra in der horizontalen hier, der vertikalen, vertikalen, genau, horizontal ist, wenn es liegt. Und das Problem ist, dann läuft nicht mehr so viel Material in dem Stift nach und dann wird die Mine vorne quasi immer trocken. Also man muss es echt hinlegen, damit man da gescheiter arbeiten kann. Deswegen arbeite ich jetzt hier öfters mal über dieselben Stellen, weil halt nicht so viel Farbe auf einmal rauskommt oder halt den Pinsel sage ich schon, den Stift hier ein bisschen bescheuert. Also nicht da wundern. Ich glaube, irgendwann zwischendrin habe ich es auch einmal kurz hingelegt und habe einfach nochmal ein paar Stellen nachgemalt, damit es einfach besser passt. Und ist dann halt hier der Vertikal nicht ganz so einfach, dass das genau passt. Aber es funktioniert oder es haut so hin, wie ich mir das vorstelle und deswegen... wo soll ich denn anfangen? Also ich habe nicht nur die sprachlichen Hänger, sondern auch die motorischen. Geiler Scheiß. Oh Mann. Genau, es haut auf jeden Fall so hin, wie ich mir das vorgestellt habe und das ist ja am Ende des Tages das Wichtige. Und wie gesagt, ich mache jetzt hier ein bisschen mehr rum, aber ich werde man auf jeden Fall nachher noch relativ viel mit der Gun auch noch mal ein bisschen nacharbeiten, vor allem mit dem ich wollte gerade schon wieder Cheyenne sagen, aber mit dem Patrolgrün und dann nochmal mit dem Weiß und dann ist wieder so ein Wechselspiel. Also wie gesagt, ich habe dann schon so lange rumgemacht, bis es für mich wirklich gut gepasst hat. Ich habe auch eher so nachher nicht mehr so die geraden Striche, das habe ich jetzt wirklich einmal gemacht, um nochmal so ein bisschen besser die Querverläufe rauszuarbeiten, sondern ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr so nachher die Ecken und Kanten gemacht, wo es dann sich dann so mehr verläuft, damit man es einfach besser erkennbarer sieht und es dann auch einen besseren Effekt einfach gibt. Herrlich. Käffchen. Herrlich. Genau. Und wie gesagt, da ist der Pinsel jetzt gerade relativ trocken ist, malt er auch nicht durchgängig und dann kann ich da auch die Sachen eher durchziehen, ohne dass es jetzt einfach komplett alles voll durchgezogen ist.
So einen Käse mache ich nur für euch, um euch zu zeigen, wie man pfuscht. Mache ich es da so stehend, halblebig. Nein, aber es hat hier ganz gut gepasst. Es hat hier ganz gut geholfen. So. Ja, das wird schon. Also im Nachhinein muss ich sagen, ist irgendwie ein cooles Bild. Also ein cooler Effekt. Zeigt mal wieder, es sind so billige, einfache Sachen, oder? So, ja, so kaputtes Glas halt. Ja, aber kaputtes Glas ist halt ultra komplex. Da sind wir wieder so, das ist teilweise wie mit allem im Leben, wenn man da so an Sport denkt und dann sagt, ja, dann mach halt mal eine Kniebeuge oder steh mal auf. Wenn man sich das mal dann runterbricht und überlegt, was für ein motorischer Prozess das ist, was der Körper abrufen muss, was da alles zusammenhängt, wie das abläuft und funktioniert, dann ist das unwahrscheinlich komplex und anspruchsvoll. Und das ist hier jetzt exakt das Gleiche. Ich habe mir auch gedacht, so, ja, aber wo ich dann mir selber danach natürlich auch wieder hier Referenzbilder rausgesucht habe, bis zum geht nicht mehr, habe ich mir nachher auch gedacht, so, holla die Waldfee, also ist wieder extrem anspruchsvoll. Ja gut, den Teil hätte ich auch ehrlich gesagt hier ein bisschen beschleunigen können, oder? Jetzt irgendwie hier beim Rumpinseln zuschauen. Ja gut, aber verpasst ihr meine guten Stories, das geht ja gar nicht. So Entertainment. Ich hoffe, ihr würdigt meinen Aufwand hier. Ich hoffe, ihr schätzt das zu wissen. Ihr wisst das zu schätzen. So. Alter, ich glaube, der Kaffee ist faul oder so. Opiate drin. Nee, ich hoffe, ihr wisst das echt zu schätzen. Wenn ihr das Video hier seht und dann steht dran, vor einem Jahr hochgeladen, ja, egal, dann schreibt mir trotzdem einen Kommentar drunter. Dann schreibt sie, geiler Typ. Broken Glass, yes. Ja, jetzt mache ich gerade ein bisschen mehr Werbung immer bei Facebook und so, bei Gruppen und sowas. Da war ich jetzt generell relativ untriebig und habe nicht so viel gemacht. Wie viele anderen, wenn ich das so sehe, wie die überall Werbung machen. Und mir gedacht, komm, ein bisschen mehr, damit ich mal ein bisschen mehr gesehen werde, damit wir hier ein bisschen mehr den Airbosch Olympus angreifen können. Warum nicht? So, was machen wir? Haben wir jetzt hier wieder in der Gun? Haben wir da Cheyenne drin? Cheyenne, kommst du zum Frühstück? Ich glaube, Patrolgrün, jetzt arbeite ich da, glaube ich. Hey, schaut's mal an, da seht ihr mal wieder so ein bisschen mehr meine Schulter. Ich habe bei dem Bild absichtlich nicht so viel reingezoomt. Wirklich jetzt, ich glaube, bis auf den Anfang eben nicht mehr viel, weil ich wusste, hier springe ich extrem viel hin und her. Ich wusste das, ich mache das auch die ganze Zeit. Ihr seht ja, dann kriege ich wieder dahin und wieder hier hin. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier irgendwie reinzoome für euch, dann, nach 5 Minuten habe ich es vergessen und dann seht ihr eine Zeit lang nur noch mein Ohrläppchen oder so. Das ist natürlich auch nicht so geil. Außer ihr habt natürlich da einen Fetisch, dann gibt es euch gerne. Und deswegen habe ich da jetzt drauf verzichtet. Aber ich denke, man sieht ja immer noch genug hier bei meinen geilen 4K und 60 FPS. Wer macht das schon? Wer macht sich so einen bekloppten Aufwand bei YouTube? Wer macht sich da so in so einem Kunstbereich so einen Aufwand? Da bin ich, glaube ich, langsam echt der Einzige. Wir reden jetzt hier nicht von so einem Pimmel 4K, wie andere da mit ihrer Kick-Kamera rauszaubern, sondern ich habe ja einen richtig geilen Camcorder für, ich glaube 1400 hat der gekostet. Der liefert halt auch richtiges, natives, geiles 4K ab. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man es hochstellt. Sieht man tatsächlich nicht in der Live-Premiere. Also ich lade die Videos, auch das hier wird jetzt wahrscheinlich gerade die Live-Premiere sein. Live is live, na. Ist eine Funktion bei YouTube, einfach die Videos mit euch, mit Chat, mit Kommentare und so angucken zu können. Finde ich irgendwie ganz lässig und nett. Vor allem dann kriegen das alle nochmal als Erinnerung und so. Ich habe nochmal so ein bisschen mehr Community-Feeling. Und ich habe den Faden verloren. Live. Jetzt habe ich so über dieses blöde Live is Live in meinem Kopf, dass ich alles andere vergessen habe. Nein, auf jeden Fall ist das richtig schön. So nochmal miteinander und so. Und hier, genau, jetzt habe ich es wieder. In diesem Live-Ding zeigt er natürlich keine 4K an. Warum auch immer.
Da ist YouTube ein bisschen bekloppt, aber danach eben. Und was ich natürlich auch richtig fleißig zurzeit mache, ist bei den ganzen neuen Videos, dass ich unten natürlich so, ich weiß gar nicht, wie nennen sich die Dinger da, Zeitstempel oder was auch immer, damit ihr seht, was für Teile sind, der Opener, wann ist der Closer. Gibt es gerade bei den Reviews eher interessant für die Sachen, wo man dann auf Details eingeht, wie Kritik und Produkt XY und so. Das ist immer da ganz spannend. Hier ist natürlich dem langen Text natürlich nicht so sinnhaft, aber trotzdem, ich mache es überall auch noch mit rein. Ach, ich mache mir so viele Gedanken. Und ja, hoffentlich schätzt ihr das. So, jetzt nochmal hier. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt haben wir nicht mehr lange Haare. Kann ich nachher erstmal schön spazieren gehen. Habe ich Bock drauf. Schön mit Hündchen wieder um den Block kreisen. So. Ich glaube, noch arbeite ich jetzt hier mit Weiß, wenn ich das richtig sehe. Wie gesagt, hier bin ich so oft hin und her gesprungen und auch wieder von Farbe zu Weiß und umgekehrt. Aber ja, hier arbeite ich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit Weiß, weil ich dann nachher, glaube ich, wieder mehr mit dem Patrolgrün arbeite. Und dann ich noch mal ein bisschen mehr Futter brauchte, damit das einfach auch sichtbar wird oder ja, einfach ein bisschen besser passt. Und deswegen habe ich das gemacht. Herrlich. So. Blöder Ständer, bleib jetzt da, wo du bist. Fällt mir hier gleich wieder das ganze Geraffel auseinander. Wieder hier. Absolutes Chaos am Tisch. Genau. So, ich hoffe inständig, weil ich gerade sehe, dass ich noch meine Box vorne anhabe, dass es hier keine Steuergeräusche gibt. Aber ich glaube, 1,5 Stunden nehme ich nicht nochmal auf. Also ich hoffe, da sitzt einfach mal, dass das passt. Ich mache es ja mal vorsichtshalber aus jetzt hier. So, hoffen wir mal, dass da jetzt nichts, kein Geknatter gibt. Knatter soll es nur ein Schlafzimmer geben, Geknatter. Genau. Ja, genau, hier nochmal ein bisschen mit der Schablone an ein paar Stellen. Kannst du natürlich auch machen. Aber ja, klar, bei so einem Glas, da braucht es eigentlich mega krasse Kanten, wenn wir ehrlich sind. Da hätte man eigentlich natürlich, kann man da und schön einmal die Leinwand nach hinten gefetzt. Haben wir schön erschrocken. Da macht es natürlich dann auch, oder was heißt mehr Sinn, aber da könnte man das natürlich noch realistischer und noch krasser machen, wenn man natürlich alles abmaskiert und dann einfach schön einmal jedes Ding für sich macht und alles Mögliche. Dann kann man es natürlich aufs Exempel statuieren und wirklich voll durchdrehen, aber für komplett Freihand, nee. Da mache ich es lieber so und es hat vielleicht nicht ganz den fotorealistischen Anspruch, aber es gefällt mir immer noch gut genug und passt, bevor ich bin da nicht so derjenige, der dann wirklich jeden Furz abklebt und dann da alles rausarbeitet und dann das Referenzbild wirklich komplett Pixel für Pixel zerlegt und also dann kann ich es mir auch gleich ausdrucken lassen und hat sich erledigt. Deswegen bin ich schon so damit besser zufrieden und kann hier wieder üben und üben. Practice, practice, practice. Immer üben. Das ist einfach. Das A und das O. Und das macht ihr in der Community schon richtig fleißig. Also die Jungs auf Discord, die machen das alle fleißig. Das sieht man auch schon bei Maxi, wie der immer besser wird. Das sieht man beim Dogfimose, wenn man das nicht aussprechen darf. Der wird zum Beispiel auch immer besser. Der macht auch sehr viel gern Freihand und zeichnet auch Freihand vor. Das mache ich jetzt ehrlich gesagt ja auch nicht wirklich viel. Da bin ich auch jemand, da muss ich auch noch einiges lernen, was dieses Freihand-Vorzeichnen angeht. Hier zum Beispiel, aber bei so einem Projekt ist es natürlich, ja, da ist es kein Aufwand, aber bei so Porträts, da wird es dann schon kritisch. Da muss ich auch noch einiges üben und lernen, aber ja, das kriege ich dann schon hin. Und deswegen, ja, da sehe ich einfach, dass sie besser wird. Der Hardy wird immer besser mit seinen Porträts, das macht er auch wirklich super und auch die anderen allen, die da einfach ihre Sachen zeigen. Und ich bin auch froh, dass ihr sie zeigt. Das ist super, also da keine Scheu haben, absolut nicht. Ihr werdet da weder ausgelacht noch kritisiert noch sonst irgendwas, sondern also konstruktive Kritik ist immer gut.
wenn es schön sachlich und neutral bleibt, dann hat jeder was davon, absolut. Und dafür ist das ja auch primär gedacht, dass wir uns gegenseitig gegenseitig einfach helfen können und da einfach schauen können, was kann man dem anderen mitgeben, damit es einfach noch runder oder besser wird. Und ich finde, das machen wir alle ganz gut. Ihr seid ja alle ganz lieb und nett und das finde ich ganz, ganz gut. Und genau, kann auch ich immer gut was mit anfangen. Konstruktive Kritik ist immer gut. Damit kann man immer arbeiten. Da bin ich auch der Letzte, der sagt, nee. Meint ist gut und alles nicht, andere nicht. Nee, da bin ich auch immer offen für alles. Nur raus damit. Ja, wie gesagt, immer schön nett bleiben. Sonst, wie sagt er das bei Dice immer, sonst gibt es Krav Maga für alle. Ja, ein ganz netter Spruch. Ja, jetzt male ich hier nochmal ein bisschen mehr und das meinte ich mit diesen Eckpunkten und so, die ziehe ich jetzt nochmal ein bisschen stärker raus. Eben da, wo eben so prägnante Punkte sind, damit es hier einfach nochmal ein bisschen klarer ist, damit ich dann quasi hier mit der Gun wäre das schon möglich, aber ja, sehr aufwendig oder halt mit dem Abkleben wird es halt noch besser gehen. Hier in dem Fall mache ich es halt mit dem Stift, dann habe ich da einen guten Mittelweg. Ich gemerkt habe, dass es doch ganz gut funktioniert. Aber hier seht ihr das Problem mit dem Stift, dass die Farbe gerade nicht nachläuft. Weil es halt jetzt hier brauche ich auf einen Schlag einfach eine gute Deckkraft für die Punkten und Kanten und die funktioniert jetzt hier im Stehen nicht ganz so geil. Deswegen packe ich mir das jetzt, glaube ich, irgendwann einmal kurz nochmal runter, aber das habe ich schnell, nachdem ich, glaube mir ein Käffchen geholt habe, noch gemacht und dann nachher erst wieder aufgenommen. Ist jetzt ja aber auch nicht so interessant oder so wild. Ihr seht es ja, wie ich das meine und mache. Ihr habt das Referenzbild, ihr habt das Video hier nebenher. Also was braucht ihr noch mehr? Was braucht man noch mehr? Eigentlich nicht mehr viel. Und ja, letztens hatten wir wieder Besuch von jemandem, der bei mir noch nicht war, der mich auch noch nicht kannte. Und hier die Wohnung platzt ja aus allen Nähten. Der war halt auch, war natürlich schön, weil der war hin und weg und war begeistert von allen Sachen. Er hat gesagt, boah, das sieht geil aus und das ist der Hammer und das ist der Shit und das will ich am liebsten mitnehmen und so. Das ist immer schön und nett. Aber der hat dann auch zu mir gesagt, Mensch, du hast doch einfach nur ein gutes Talent. Und ich sage halt, manche Leute haben das einfach, sage ich. Das ist nicht einfach nur Talent. Klar braucht man eine gewisse Begeisterung und ein gewisses Wollen und so ein Biss, aber das ist alles harte Arbeit. Also das Ganze habe ich ja über Jahrzehnte hier mit Zeichnen, mit Malen, mit Airbrush war ja nicht das erste, was ich gemacht habe. Ich habe davor auf Acryl gemalt und so. Das habe ich halt alles dauernd geübt. Also wenn man sich die Sachen vorher anguckt, die sehen halt auch aus wie Grütze. Da bin ich ganz ehrlich. Also das ist halt einfach so. Also Übung macht den Meister. An dem Sprichwort ist wirklich was dran. Und das hat mich dann schon so nicht gerade geärgert, aber da habe ich dann auch gesagt, also das ist nicht einfach nur Talent. Ich meine, jemand, der total muskulös ist und so, der hat jetzt nicht auch einfach nur eine gute Veranlagung, sondern der geht halt jeden Tag trainieren. Und das ist halt viel Arbeit. Das kann man da, glaube ich, ganz gut vergleichen. Also da gehört halt einfach auch viel Arbeit dazu. Und man sieht halt bei den Leuten, die sich die Arbeit machen, dass es sich halt auszahlt. Indem sie halt in ihrem Handwerk immer besser werden. Und wie gesagt, ich bin auch natürlich, ich bin nicht schlecht im Airbrushen und so, aber auch nicht überragend. Da gibt es natürlich ganz viele andere Leute, die natürlich noch viel besser sind, aber die machen halt, glaube ich, auch einfach nichts anderes mehr außer Airbrushen. Oder machen das zu ihrer Lebensaufgabe oder ja, machen das auch beruflich einfach. Und bei mir ist das natürlich immer noch, und das muss ich hier wirklich nochmal betonen, das ist immer noch ein Hobby. Damit verdiene ich keinen einzigen Cent, wirklich keinen einzigen Cent, weder mit den Videos noch mit was anderem. Bis auf natürlich mit dem Shop, wo schon ein paar eingekauft haben, was ich cool finde. By the way. Nee, aber abgesehen davon mache ich halt keinen Cent damit. Also von dem her, also es ist immer noch ein Hobby und deswegen kann ich auch immer noch genug lernen und mache das aber dann auch ein bisschen langsamer so. Und ja, aber ich
wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht neidisch. Es gibt immer einen, der immer besser ist im Leben. Ja, das ist einfach so. Es gibt immer den einen, der völlig durchdreht. Nee, aber das sollen die Leute auch gerne machen. Das finde ich auch ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe noch sehr viele andere Dinge, die ich mache und tue. Und ja, deswegen gibt es da auch, keine Ahnung, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Auch heute ist Tag des Vergessens. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber wenn man übt, wird man besser. Definitiv. Und das ist einfach so. Und mich freut es, weil ich es in der Community, gerade im Discord, einfach da viel schneller sehe und die Leute auch sich da die Sachen teilen und auch die Anfänger, wenn die Sachen teilen und dann nach einem Monat oder 2 dann wieder was und dann sieht man schon einfach einen absoluten Progress oder so. Das freut mich schon mega und dann finde ich das auch richtig geil. Und dann ist das voll cool. Also absolut. Also wie gesagt, keine Scheu, kommt da gerne rein, wenn ihr Bock habt. Den Link zu Discord findet ihr zum Beispiel in der Infobox, ganz unten. Findet ihr auch zum Beispiel den Link zum Instagram-Account von mir oder zu Pinterest oder. Also in der Infobox sind eigentlich nur wichtige und sinnvolle Links und Sachen drin. Da findet ihr zum Beispiel auch mein PayPal oder mein Shop. Eklige Werbung. Nein, aber wie gesagt, ich bin jemand, ich habe nicht den Anspruch, mich mit dem Ganzen hier selbstständig zu machen oder so. Oder ich mache das ja auch nicht hier als Beruf oder so, sondern ich mache das ja halt nebenbei. Ich finde es ganz toll und nett, wenn ich irgendwelche Spenden reinkriege oder die Leute was beim Shop kaufen. Freut mich immer richtig mega. Finde ich toll, dass das dann auch Leute sagen, hey, entweder feiern die das so ab oder würdigen das auch auf die Art und Weise. Oder lassen einfach einen Kommentar da. Das ist ja auch schon viel wert in der heutigen Zeit. Mit dem ganzen Algorithmus und so, da freue ich mich halt auch schon mega drüber. Das ist auch schon eine Wertschätzung einfach. Das ist dann schön. Aber wie gesagt, ich bin da nicht von abhängig und ja, kann das auch gar nicht zum Beruf machen. Das ist, dafür bin ich auch, glaube ich, echt ein paar Jährchen zu spät dran, wenn man sich so bei YouTube anguckt. Oder, ja, da spielen so viele Faktoren, dann bin ich natürlich nur hier deutsch und nicht international und Käse und pipapo. Aber es gibt natürlich auch genug andere Leute. Ich meine, ich habe bei mir auch eine Zeit lang immer gesagt, ihr könnt mich auch unter Patreon unterstützen, weil ich nicht ganz gecheckt habe, was das eigentlich genau ist. Aber das ist ja, so wie ich jetzt festgestellt habe, einfach, ja, da kann man bezahlen, dass man kann es einrichten, dass dann die Leute dann quasi auf den Content zugreifen können. Und das machen natürlich auch viele und das möchte ich ja eigentlich nicht, sowas. Ich zeige euch das ja hier, weil ich es euch gerne zeigen möchte, weil es mir natürlich Spaß macht, weil ich natürlich Bock habe, dass das Medium Airbrush auch weiter vertreten wird, dass auch einfach mehr von gibt. Die Leute, wie ich es richtig geil finde, wenn mich Leute wieder anschreiben, sagen, Mensch, wegen dem Tutorial habe ich wieder voll Bock oder habe das ganze Ding angefangen oder. Das ist natürlich mega cool. Und da bin ich nicht derjenige, der dann sagt, ja, jetzt will ich aber erstmal einen Fuffi von dir im Monat, damit du dir hier für die Videos angucken kannst oder so. Also klar, das ist dann mache ich halt kein Geld mit, aber es ist dann halt so. Ist dann für mich auch völlig in Ordnung, hey, ohne Scheiße. Und jetzt haben wir Patrolgrün in der Gun, das sehe ich doch schon. Und jetzt ziehe ich nochmal schön, wir haben ja einmal mit Weiß die Kanten gezogen, jetzt ziehe ich eben meistens so auf den gegenüberliegenden oder dunklen Seiten eben das mit Patrolgrün nach und mache da nochmal gezielte Ecken und Kanten und jetzt wird es langsam stimmig, jetzt wird es schön rund. Jetzt kriegt es eine schöne Dreidimensionalität rein und jetzt wird es langsam richtig stimmig. Da habe ich gemerkt, oh, jetzt wird's gut, jetzt sieht es langsam geil aus. Jetzt ist es so, wie ich es eigentlich gerne haben möchte und da hat es mich wieder gepackt, dann ging es wieder bergaufwärts. Und da war es schon richtig klasse. Ja, jetzt wird es langsam schon rund. Herrlich. Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich bin natürlich nicht die Wohlfahrt oder keine Ahnung. Oder es ist natürlich schon schön, wenn man sowas zu seinem Beruf machen könnte. Absolut. Da bin ich auch nicht der Letzte, der nachher sagt, nee, absolut nicht oder so. Es wäre natürlich schon geil, wenn ich von der Kunst hier oder von sowas wie mit YouTube oder so, wenn ich davon leben könnte, dann würde ich natürlich würde ich es machen.
Natürlich fände ich es auch geil, aber da bin ich auch realistisch, das passt einfach nicht. Da stimmt halt Nutzen und Aufwand nicht, da stimmen die Zahlen überhaupt nicht, also da stimmen die Abos nicht, da stimmt einfach nichts für. Ja, deswegen habe ich mir so einen Gedanken auch schon sehr lange aus dem Kopf geschlagen. Aber nichtsdestotrotz mache ich es ja gerne und ich zeige es ja auch gerne. Und jetzt nur, um damit krampfhaft Geld zu verdienen, es dann irgendwie anderen vorzuenthalten oder nur durch Geld oder so quasi den Zugang zu gewähren, das ist halt für mich, wo ich sage, nee, das ist nicht meine Art und das werde ich auch nie so machen und fertig. Deswegen könnt ihr euch an qualitativ hochwertigen und tollen Tutorials hier erfreuen für Umme. Und deswegen lasst mir doch gerne einen Daumen da. Ein Like, ein Abo, den ganzen Käse. Da habt ihr mir dann, glaube ich, schon geholfen, ne, dem Kanal. Wer weiß, vielleicht sind wir mal in 10 Jahren mal so über die 10.000. Das ist natürlich dann auch schon mal ganz cool. Mal schauen. Ich finde es schon cool irgendwie. Ich finde es generell cool, dass, wenn ich überlege, wie viele Videos ich da habe, das ist schon irgendwie so, da kann ich dann ein paar Jahrzehnten mal drauf zurückschauen und sagen, guck mal, da war dein Vater noch jung und knackig mit seinem Doppelkinn. Ich bin gerade wieder fleißig am Sporteln und muss da auch wieder mal richtig Vollgas geben. Das hat sich in letzter Zeit einfach nichts dafür ergeben, etc. So viel Käse passieren. Aber ja, der Bauchspeck muss jetzt mal langsam wieder weg. Das ganze Gefresse und Gesaufe da. Furchtbar. So. So, ja, und ihr seht jetzt, machen wir schon mit dem Petrolgrün hier nochmal schön richtig viel Krawall in dem ganzen Bild. Akzentuieren das Ganze nochmal, um hier ein bisschen klug zu scheißen. Das Ganze nochmal richtig schön. Und gehen dann am Schluss nochmal ein bisschen mit Weiß rein und machen dann noch die Highlights, ein paar Lichtreflexe. Ich habe jetzt nachher, ja, in dem Glas waren noch so Mikrorisse, die sind jetzt halt im Hintergrund noch so ein bisschen drin, die habe ich dann noch mal ein bisschen nachgezogen nachher mit dem Stift. Ja, wären sie jetzt nicht schon vorher drin gewesen, hätte ich sie weggelassen, aber ich habe mich dann auch mit den Lichtreflexen im Glas ein bisschen zurückgehalten, weil ich fand, das war jetzt schon alles sehr, sehr viel, sehr viel Wirrwarr in dem Ganzen drin und dann wollte ich das nicht noch alles mit übercovern, also so wie oben da, das sieht schon ganz cool aus, aber das reicht dann auch. Zu viel Bling Bling auf gut Deutsch wollte ich dann auch nicht reinbringen und es dann einfach gescheit lassen, damit es einfach passt und halt in sich stimmig ist. Und das kriegen wir jetzt dann eben noch mit dem schönen Weiß und jetzt noch mal ein bisschen mit dem Petrolgrün und so arbeiten wir uns dann noch mal ein bisschen fein raus und dann passt es. Ich meine, ihr müsst ja so, wie gesagt, sowas nicht so krass machen wie ich. Ihr könnt da wie oben die Scherben so einzeln machen, mit dem Petrolgrün ein bisschen und mit dem etwas dreidimensionaleren Glas und vielleicht hier und da ein bisschen Schwarzsachen oder halt die Farben, die ihr in eurem Bild da benutzt, einfach mit reinbringen, um da ein bisschen die Reflexe zu ziehen. Oder die Spiegelung, damit es einfach noch dynamischer, noch lebendiger, noch realistischer aussieht, dann reicht das vollkommen. Dann könnt ihr das natürlich auch so machen, dann sieht das schon cool aus. Also keine Frage. Ich habe halt, wie gesagt, das hier jetzt nochmal aufs richtig hohe hochgezogen. Und wenn ihr jetzt das Geschirrgeklapper hört, das ist natürlich meine Frau, die jetzt wieder das Kochen anfängt. Also nicht wundern. Nein, aber hier kommen wir schon ganz gut durch. Und da ziehen wir eben die ganzen Kanten nochmal nach. Gerade so das Dunkle. Ihr seht da, die schwarzen Stellen, die sind jetzt bei weitem nicht mehr so krass, wie sie es vorher waren. Die sind jetzt doch deutlich abgeschwächter, eben durch die Farbe, nochmal durch das Highlighten und so. Deswegen da keine Sorge. Aber ihr seht, so an so einen Punkt rangehen und dann einfach so ein bisschen Kanten ziehen, damit es einfach wieder ein bisschen kantiger aussieht und einfach wieder seine Form zurückkriegt, dann passt das schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr viel mit dem oberen Glas arbeiten könnt und viel machen könnt. Und wenn ihr ein Bild damit macht, dann schickt mir das unbedingt. Schickt es entweder ins Discord rein oder schickt es mir per E-Mail. Die E-Mail ist natürlich auch in der Infobox, müsste ich mal lügen, oder in der Kanalinfo irgendwo auf jeden Fall. Ansonsten daoa@
gmx.de. Schickt mir gerne die Sachen, das will ich mir gerne angucken, wie das bei euch dann so rüberkommt bei so einem Tutorial, wie ihr das umgesetzt habt. Finde ich immer mega spannend und richtig cool. Deswegen schickt mir das gerne, freut mich. Und jetzt, ja, jetzt wird es langsam richtig schön, stimmig. Ich finde es immer geil, wenn so der Punkt kommt, wo ich weiß, jetzt geht's ab. Ich habe ja schon witzigerweise gesagt, weil oft ist es so, dass ich ein Projekt anfange, ohne zu wissen, wie es am Ende des Tages wirklich aussieht. Und wie habe ich das hier so schön gemacht in der Gruppe? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich schön das Bild gepostet, wo dann drauf stand, so, wenn du keine Ahnung hast, was du tust, aber es trotzdem irgendwie funktioniert. Ich sage, das passt ganz gut als Motto für mich, weil ich oft mit so viel Planlosigkeit an solche Sachen rangehe und am Ende des Tages irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer dann war oder was Passendes und Stimmiges und Tolles bei entsteht, dann bin ich irgendwie selber manchmal von mir wieder überrascht und froh, dass es dann hinhaut. Aber wie gesagt, gibt auch oft Tage, wo das oder Dinger, wo das dann nicht mehr so geil hinhaut. Aber ja, so ist das. Da habe ich einfach nur lachen müssen. Wie gesagt, das passt perfekt. Da ist ja schon wieder jemand Neues im Discord. Sehr schön. Wunderbar. Das ist wirklich... Was ich natürlich mega finde, sind im Discord habe ich natürlich eingestellt, dass wenn ihr schreibt und euch viel aktiv da Gas gebt, dann steigt ihr da natürlich Level auf. Level gibt es bis ins Unendliche und der Nils, der Streber, ist natürlich gerade führender mit Level 12, glaube ich, oder so. Ich dicht gefolgt mit Level 11 oder 10, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Das finde ich immer noch so ganz lustig nebenher. Gibt es hier Level-Ups? Ja. So, jetzt sind wir aber hier. Ich hoffe, meine Frau macht gerade meiner Tochter was zu essen. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht ganz zu laut oder nicht ganz zu störend ist. Aber es wird hoffentlich schon hinhauen. Und ja, jetzt kommen halt noch so ein bisschen die Feinheiten, das Feintuning. Jetzt haben wir hier schon ein ganz stimmiges Ding. Da muss man natürlich einfach immer gucken, dass man einfach nicht zu viel gibt. Ich bin da immer noch wirklich vorsichtig rangegangen. Eben einfach, weil ich mir nichts verbauen möchte, sondern wirklich noch gern die Option haben möchte, dass einfach so einfach stimmig passt. Und jetzt gehe ich wieder, wie gesagt, wieder mit dem Weiß, gerade in die ganzen Spiegelungssachen, in dem Schwarz noch ein paar Punkte und Striche setzen, um einfach da mehr Reflexion zu generieren. Und dann eben überall schön die Punkte abarbeiten, wo eben die harten Kanten sind, damit es einfach passt. Und dann gibt das gleich so einen coolen Effekt, also bestimmt, finde ich richtig cool irgendwie. Das sind, wie gesagt, so ein einfaches Ding, aber hat mir so eine Freude gemacht irgendwie. Sehr cool. Und jetzt wird es halt auch langsam. Ein schönes Gesamtbild. Broken Glass, aber jetzt fällt mir gerade ein, das muss ich mal noch mit Firnis versiegeln und mal schauen, wie es danach noch aussieht, ob es dann noch krasser aussieht. Weil dann meistens ja nochmal die Farben knackiger werden, der Kontrast nochmal besser. Es fällt mir gerade ein, das habe ich noch gar nicht versiegelt. Das werde ich jetzt nachher mal schnell machen, wenn jetzt gerade noch die Sonne scheint. Das wird dann nachher gleich mal Amtshandlung Nummer 1, nachdem ich hier durch bin. Und dann passt das nämlich richtig gut. Ja, und nicht wundern, warum das jetzt hier läuft und nicht der Luke. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nach dem Luke Teil 3 rausballern. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass es mit dem Luke jetzt noch relativ lang dauert. Und ich wollte jetzt das Tutorial, weil das jetzt hier in einem so schnell durch ist, jetzt nicht so lange hinten anstellen. Und danach geht es dann weiter mit dem Luke und dann passt es, glaube ich, auch wieder. Ist auch, glaube ich, soweit für alle in Ordnung. Und dann ist das ja halb so wild. Aber ich habe es natürlich nicht vergessen. Der kommt jetzt natürlich bald die spannende Phase mit dem erneuten Einfärben. Wie ich das noch irgendwie gerettet habe, wie ich das Ruder noch irgendwie rumgezogen habe da. Auch wieder so eine Planlosigkeit und dann doch noch was draus geworden. Da sind wir wieder beim Motto.
Ach, das ist schon cool. Aber es macht einfach Bock. Also ich weiß nicht, das Medium Airbrush macht einfach Bock. Es macht so viel Spaß. Es bietet so viele Möglichkeiten. Man hat einfach so eine... Also ich finde einfach, man kann kaum irgendwie geilere Farbverläufe erzeugen als im Airbrush. Und das macht einfach so viel Bock in so vielen Belangen, in so vielen Sachen eigentlich. Und ja, hat mich und wird mich, glaube ich, nicht mehr loslassen. Das ist wirklich was, wo ich sage, das macht einfach richtig Spaß. Und wenn ich dann sehe, dass es auch anderen gefällt, wenn ich gutes Feedback kriege, wenn ich merke, dass auch einfach so generell einfach mehr Leute so drauf schauen, wenn ich jetzt hier anfrage vom Airbrush Magazine aus den USA, dass die ein Bild abdrucken wollen und so. Ob das nachher natürlich noch passt oder reinkommt, ist die andere Frage, aber dass die schon angefragt haben und das haben wollen und reinpacken wollen, solche Sachen finde ich halt schon cool. Oder eben, dass dann solche Kooperationen und solche Geschichten wie mit Airbrush for You dann passieren, dass die dann sagen, hey, hast du da Bock an die Partnerschaft? Wir können uns da gegenseitig ein bisschen weiter pushen und einfach gegenseitig helfen. Und das finde ich, sowas finde ich halt schon geil. Da merke ich einfach, dass ich ja nicht alles ganz falsch mache. Und ja, das macht dann halt, es motiviert halt mich dann zusätzlich immer noch mehr weiter Sachen rauszuhauen und mehr auszuprobieren und ja, einfach mehr in die ganze Materie einzutauchen. Und das macht mir halt, ich glaube, das merkt man halt auch, macht mir einfach Spaß. Und ich hoffe, dass ich da euch dann teilweise ein bisschen mit begeistern kann. Und dann sind wir schon alle glücklich. Dann bin ich froh, wenn ich da den einen oder anderen auch unterstützen und helfen kann mit dem Ganzen. Und dann bin ich da schon happy. Happy. Oh, Happy Dave. Ja, ich weiß nicht, was ich heute gesoffen habe, aber wahrscheinlich, wie gesagt, meine Frau mich heimlich unter Drogen setzt. So, ich finde, das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Das Ganze. So, hier nochmal Schnitt. Ich glaube, gerade nochmal schön mit dem Hund gelaufen. Also nochmal schön alles ausgerichtet. Und nochmal hier. Und jetzt können wir nämlich das Ganze noch. Jetzt kommen nur noch die Highlights. Die bisschen die Ecken und Kanten ein bisschen aufhellen. So wie man Sterne macht. So ein bisschen paar Lichtverläufe und so reinsetzen, um da einfach nochmal mehr Dynamik reinzubringen, mehr Dreidimensionalität, einfach das ein bisschen stimmiger zu machen. Aber da, wie gesagt, habe ich mich dann ein bisschen einbremsen müssen, damit das nicht gleich nachher zu kitschig aussieht. Das kann immer ganz schnell ganz komisch aussehen, finde ich, wenn man das dann übertreibt mit so Lichtpunkten und Reflexionen und so einem Käse. Und gerade hier mit dem Glas ist es natürlich besonders prägnant, dass es nicht gleich irgendwie auch zu Cartoon oder zu zeichenmäßig aussieht. Deswegen habe ich da so ein bisschen schon geguckt, dass ich da jetzt nicht völlig durchdrehe, sondern einfach hier nochmal sehe, ja, okay, da sind zum Beispiel die zwei Kanten vom Glas, die kann man noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken oder hier nochmal ein bisschen mehr die Kanten und genau, da sieht man zum Beispiel schön, wie ich schön gleichmäßig mit dem gleichen Abstand gerade Striche ziehe. Das ist auch wieder was ganz einfach ist. Das sieht ganz einfach aus, aber nachher, wenn man dann wirklich die Gun selber in der Hand hat und an der Praxis ist, da merkt man dann teilweise relativ schnell so, das ist ja gar nicht so einfach nur mal einen Strich zu ziehen und dafür braucht es halt einfach viel Übung und viel Handling und da kann ich euch auch nur mein Tutorial fürs Freihand-Zeichnen empfehlen, weil da habe ich ja lauter Schablonen für euch extra angefertigt, wo ihr Punkte machen könnt, Striche ziehen, Dagger Strokes, wo ihr das Ganze üben könnt. Ihr könnt euch da nämlich einfach die DIN A4 Blätter mit meinem Uralt-Logo noch ausdrucken. Na, vielleicht date ich es mal ab. Genau, da könnt ihr das nämlich ausdrucken und da könnt ihr das zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht, so wie ich das ganz gerne mache, einfach an den Bildern übt, sondern auch wirklich da gezielt einfach euer Handling noch besser verbessern wollt, dann schaut euch das gerne an. Das ist irgendwo in der Airbrush Tutorial Reihe mit drin. Freihand verbessern und da könnt ihr das dann gezielt üben. Da könnt ihr dann mal die Farbe einstellen, euch mal mit dem Druck beschäftigen und dann mal richtig versuchen, einfach mal aus dem Handgelenk locker gerade Striche zu ziehen. Hoch, runter, links, rechts. Richtige Punkte setzen, mit Abstand nach hinten ziehen.
Wenn ihr da einfach schnelleren Progress wollt, dann kann ich das, wie gesagt, nur empfehlen. Das habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht, um einfach schneller besser zu werden, und mir hat es gut geholfen. Also ich habe damals den Airbrush-Kurs gemacht und danach ging es, sag ich mal, da war das geistige Verständnis für mich auf einmal da, und dann hat es Boom gemacht und hat es funktioniert. Vom Kopf erstmal her. Aber da hat natürlich lange noch nicht das Handling gestimmt. Das kam natürlich dann mit der Übung und der Zeit, aber da habe ich das dann immer vor dem Airbrushen gemacht. Ich habe vor dem Airbrushen immer DIN A4-Blatt, ein leeres, genommen und habe einfach ein bisschen gebrushed. Einfach nur, um warm zu werden, einfach nur ein bisschen reinzukommen, um die ganzen Kinderkrankheiten, die man am Anfang dann gleich mit der Gun hatte, ein bisschen auszumerzen, damit ich, wenn ich dann ans Projekt ging, das dann schon einfach alles funktioniert hat. Und da habe ich dann immer Striche gezogen, Kreise gemacht, eben genau das, was ich euch beim Tutorial da anbiete. Was ihr da dann quasi macht, das habe ich dann immer davor gemacht. Das ist wirklich kein Witz. Und das hat mir natürlich ungemein geholfen, dass ich dann relativ schnell, relativ viel besser geworden bin. Und relativ schnell dann halt in ein paar Jahren. Nein, aber es hilft euch einfach wirklich, einfach da gezielter und besser zu werden. Kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen, wenn ihr da die Ambition habt, einfach mehr wollt. Und wie gesagt, einfach dann auch mal nach solchen Einheiten, nach solchen Übungen, nach solchen Tutorials auch ruhig dann mal alles hinlegen, mal eine Nacht drüber schlafen oder 2. Oft dauert es eine Weile, bis so Muskelgedächtnis und solche Übungen und solche motorischen Lernprozesse, die euer Körper da vollzieht, wie mit dem ganzen Handling, der koordinativen Geschichte und allem, das dauert meistens immer eine Nacht, bis das dann im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird, bis es verarbeitet wird. Also nicht erwarten, dass wenn ihr dann so ein Ding macht, dass ihr gleich am selben Tag dann gleich 10-mal besser seid. Aber wenn ihr das dann wiederholt und macht, dann brennt sich das langsam ins Gedächtnis und ins Muskelgedächtnis und ins Handling. Und dann werdet ihr dann sehen, dass ihr nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen schon massiv besser werdet. Das kann ich euch einfach nur noch mal mitgeben, wenn auch gerade Anfänger sowas hier angucken. Und dann einfach da nicht die Lust und die Motivation verlieren, einfach dranbleiben. Ich denke, so die ersten Monate sind immer so die schwierigsten und danach geht's dann. Und hier meinte ich das mit den Reflexionen in einem Glas. Da habe ich jetzt ein paar noch gemacht, aber nicht zu viel. Gerade die 3 großen Bruchstücke, die mir so gut gefallen haben, die habe ich dann ganz in Ruhe gelassen, weil ich die einfach klasse finde und die für sich stehen lassen wollte, ohne so eine Lichtreflexion. Und hier waren eben noch so diese Mikro-Cracks, also kleine Mini-Risse im Glas. Wollte ich jetzt hier halt auch noch mit reinnehmen, damit man das halt mal gesehen hat. Aber ganz so stimmig fand ich es jetzt nicht. Aber ich habe es schon davor ein bisschen vorgelegt. Dann habe ich gedacht, komm, egal, dann. Also von Anfang an, dann habe ich gesagt, komm, dann nehme ich das jetzt hier noch ein bisschen mit rein. Und dann habt ihr so ziemlich alles Mögliche an Techniken und Funktionen, was wie so kaputtes Glas aussehen kann, jetzt hier schon fertig drinnen, und mehr kann ich euch da, glaube ich, auch gar nicht beibringen. Gut, man kann immer, es gibt immer noch genug Möglichkeiten, aber ich finde, so fürs Erste habt ihr schon relativ viel. Und ich meine halt, hier in so einem Tutorial habt ihr wieder so viele Techniken. Ihr zieht Striche, ihr macht Punkte, ihr macht Farbverläufe, hier muss man relativ viel machen. Also es wird euch auch was helfen, selbst wenn ihr jetzt keinen Bock habt, irgendwie zerbrochenes Glas zu machen, weil ihr zum Beispiel nur gerne Skulls brusht oder so. Bringt euch so ein Tutorial trotzdem einiges, weil ihr dadurch einfach besser werdet. Besser in anderen Bereichen, die ihr vielleicht sonst nicht so machen würdet oder nicht machen müsst, wenn ihr dann nicht aus eurer Komfortzone geht. Mit solchen Tutorials seid ihr dazu gezwungen. Und dann werdet ihr tatsächlich auch in den Bereichen besser. Und deswegen einfach machen, dann seid ihr da gut dran. Und ja, jetzt machen wir noch die letzten paar Handgriffe in dem Ganzen. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr cool geworden. Und wie gesagt, wenn ihr da noch genauer einen Blick dann auf das Endbild werfen wollt, schaut oder ladet euch einfach in der Infobox dieses Referenzbild runter. Das ist ja dann schon mit dabei. Dann könnt ihr euch das mal ganz im Detail anschauen. Da könnt ihr wirklich überall hinzoomen und wirklich jeden kleinsten Fehler von mir finden. Hier ist Gänsefüßchen oder nicht so akkurate Dinge. Ja, aber wenn man sich das Bild jetzt dann mal so wirklich von einem halben Meter schon in der Entfernung anguckt, dann wirkt das schon auch gleich ganz, ganz anders und so cool. Also meine Frau war auch wieder begeistert und hat gesagt, das sieht doch klasse aus.
Da war ich nur wieder selber mein größter Kritiker und auch alle anderen haben gesagt, es sieht gut aus, lass es. Und ja, jetzt kommen noch ein paar kleine Lichtpünktchen rein. Ich finde, das ist schon sehr cool. Man kann also mit sowas viel machen. Ihr könnt dann natürlich noch was durchbrechen lassen oder ihr könnt das als Umrandung für euer Bild nehmen, wenn ihr da irgendwas macht. Also da sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Ihr habt einfach mal nur die Möglichkeit oder ich gebe euch damit hier das Tool in die Hand, das machen zu können und freue mich drauf, wenn ihr da ein paar Sachen raushaut. Wäre natürlich schon ganz cool, wenn ihr das einfach mal zeigt. Und genau, dann sind wir hier jetzt schon mit diesem Tutorial fertig. Schaut gerne in meine Bibliothek. Ich habe noch einen Haufen andere Tutorials, wie gesagt, zum Beispiel das Freihandlernen und den ganzen anderen Kladderadatsch. So viel Käse, geilen Stuff. Schaut da gerne rein und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Videos.